Sind wir da? Wir sind da! Hallo, herzlich willkommen. Live hier aus Berlin. Vor dem Tempodrom stehen wir hier gerade. Wir müssen noch mal sagen, wir sind Melissa. Wir sind Melissa und Laura. Hi. Und das ist die große Weltpremiere. Weltpremiere von Maxton Hall, zweite Staffel hier vorm Tempodrom. Und ihr seid live mit dabei. Das ist krass hier gerade, Leute. Ihr wisst nicht, es ist krass. Die Leute drehen durch. Es ist aber auch wirklich, hier ist wirklich jeder da. Vor allem nicht nur aus Deutschland, sondern aus aller Welt. Aus aller Welt. Du, haben mir vorhin Leute geschrieben aus Brasilien, die gesagt haben, kann Maxton Hall bitte Brasilien grüßen? Ja, und auch liebe Grüße nach Brasilien. Hier guckt nämlich nicht nur Deutschland zu, hier guckt die ganze Welt gerade zu. Also, hallo Brasilien, hallo Chile, hallo Kolumbien. Hallo Mexiko. Hallo London, hallo alles. Grüße der aus Berlin. Zuguckt. Wir sind sehr, sehr happy, dass wir heute diesen Abend mit euch zusammen verbringen dürfen. Wir werden euch durch den ganzen Abend begleiten. Hier gibt es ganz viele tolle Sachen zu sehen. Hier sind über 3500 Fans. Erstmal hier sind CreatorInnen aus der ganzen Welt. Der Cast ist natürlich da. Also die Menschen, die mitgespielt haben bei Maxton Hall und mitspielen werden, auch in der neuen Staffel. Ich hoffe, wir werden einige vors Mikrofon bekommen. Aber spätestens du, Melissa, hast sie ja nachher auf der Bühne. Freue ich mich schon drauf. Genau so ist es. Und ich habe auch gerade gesagt, wir haben ganz viele Fans da. Und vielleicht stürmen wir auch einfach mal so langsam ins Fangetümmel. Finde ich sehr gut. Und gucken, was hier so los ist, ja, oder? Ich würde auch gerne mal wissen, was erwarten die Leute? Was haben sie für Fragen? Vielleicht auch an den Cast? So. Habt ihr vielleicht auch Fragen an den Cast? Das ist ja keine Einbahnstraße, Melissa. Richtig, das ist keine Einbahnstraße. Wir sind hier im Livestream. Ihr könnt einfach reintippen und wir filtern das raus und stellen dann einfach die Fragen an den Cast. Wer ist Maxton Hall-Fan? Das sind ja die richtige Fans. Okay, auf wen freut ihr euch am meisten? Ja. Okay, was fandest du so besonders an Maxton Hall? Ich habe die Bücher schon gelesen gehabt und deswegen mochte ich die Serie dann erst recht. Also ich habe gehofft, dass es nah am Buch sein wird und war es dann und deswegen. Ich wollte gerade sagen, wenn man die Bücher gelesen hat, dann hat man ja diese Fantasie im Kopf, ne? Und stellt sich natürlich auch so ein bisschen vor, wie sehen die Charaktere aus. Haben sie deiner Fantasie entsprochen? Die Sache ist, ich erinnere mich nicht mehr, wie ich sie mir vorgestellt habe. Sobald ich jetzt nämlich lese, dann habe ich jetzt die Gesichter Aber im Kopf kannst du damit leben, wie es jetzt ist? Ja, kann ich total. Und hast du auch, kannst du ruhig sagen, ist nicht schlimm. Hast du einen Lieblingscharakter? Amber. Ja, fühle ich. Amber, Rubys Schwester, ist auch, ich muss es so sagen, auch meine Lieblingsfigur. Ja, warum? Sag mal warum, ob wir uns einig sind. Also ich finde es besonders wegen der Body Positivity und dass sie sich nicht versteckt und alles einfach. Und sie ist die witzigste. Das auch noch. Das sie hat, also wirklich, ich glaube, sie hat auch wirklich so das Herz der Fans gewonnen durch ihren Witz. Ja. Ich glaube, jeder hat so seinen Lieblingscharakter. Ja, was ist denn deiner? Kannst ruhig sagen. Ruby? Ruby, ja? Ruby? Ja, weil du bist aber auch ein bisschen eine Ruby, weißt ne? Okay, komm, wir verraten es kurz. Laura und ich waren vorhin wie so zwei Zwölfjährige, die gesagt haben, ich bin Amber, ich bin Ruby. Wirklich, genauso haben wir vorhin gemacht. Ja, aber ich lieb's bisschen auch peinlich, aber ich lieb's auch. Nein, das ist süß von uns. Ja, wir lieben's. So, lass uns aber weitergehen. Wo sind die Maxton Hall-Fans? Wo sind die Maxton Hall-Fans? Ja, sehr gut. Für wen seid ihr denn da? Ein bisschen lauter. Für alle natürlich, aber für Damian Hardung am meisten. Ja, für Damian natürlich. Was findest du denn so besonders? Vor allem an der Rolle James auch. Also ich finde einfach, die Rolle ist ja sehr zwiegespalten und ich finde auch die Entwicklung in der Staffel richtig cool und bin gespannt, wie es jetzt weitergeht oder wie es mit den 2 weitergeht und ja, ich finde einfach, er spielt es sehr ausdrucksstark. Ja, deswegen bin ich auch ein Fan von ihm. Natürlich nur, weil er das so ausdrucksstark. Und was erwartest du denn von der zweiten Staffel? Hast du da irgendwie einen Wunsch, wie es weitergeht? Also natürlich will ich trotzdem auch ganz viel Drama sehen. Ich auch. Ich glaube, darauf können wir auf jeden Fall hoffen. Ja. Aber auch ganz viel Liebe und ich hoffe natürlich, dass die 2 ihr Happy End finden. Ja. Ich meine, es gibt ja 3 Bücher, muss man fairerweise sagen. Mein Wunsch, kann ich ja auch schon mal vorwegnehmen, ist ja eine 3. Staffel. Vielleicht wird er erfüllt, vielleicht auch nicht. Vielleicht erfahren wir es heute, vielleicht auch nicht. Ich wünsche es mir, dass wir es erfahren. Du darfst dir vieles wünschen. Ja, ich wünsche mir heute am Tag, da darf man sich vieles Band wünschen. Ich wünsche mir nur die ganze Zeit. Ja, sehr gut. Weißt du, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir noch mehr Fans. Ich auch. Und ich glaube, vielleicht gehen wir noch mal ein Stück. Kommt mal mit. Ja, kommt mal mit. So. Der Cast lass uns doch mal einen Mann suchen. Ja, wen suchen Es sind wir wirklich viele Frauen. Ich kann es verstehen. Hallo! Hi! Und auf der Skala von 1 bis 10? 10. 10 Maxton Hall-Fans. Ja, klar. Warum? Die ganze Serie ist toll. Also ich habe die schon mehrmals geschaut. Wollte ich gerade fragen, wie oft hast du die erste Staffel schon geguckt? 10-mal bestimmt. Was?
10-mal! What? Aber hey, ganz ehrlich, du bist ein richtiger Fan. Kannst du, okay, Frage, kannst du einzelne Szenen mitsprechen schon? Ja, schon. Ja, schon. ne? Also Kannst du mal... Nein. Aber hast du, okay, wir wollen dich nicht vorführen, aber hast du eine Lieblingsszene vielleicht, die du uns verraten kannst? Na und los. Sag mal eine. Nach dem Poolunfall quasi. Oder im Treppenhaus natürlich. Na? Treppenhaus habe ich auch geliebt, Habe ich auch sehr geliebt. Melissa. Sehr, sehr stark. Warum haben wir das geliebt? Wir haben es geliebt, weil Ruby einfach sehr stark war in dem Moment Ja, und er weich geworden ist. Und das hat ihn auch so imponiert. Er fand es auch gut, dass sie so stark war. Sie war so. Sie genau. war so. Sie hat gesagt, was willst du? Ja, Was? habe ich geliebt. Sie hat Klartext gesprochen. Ja, Entschuldigung. Auf dem Sportplatz fand ich die Szene, fand ich auch sehr süß. Die Mittelfingerszene. Zu der kommen wir später noch mal, kann ich euch schon mal verraten. Auf jeden Fall. Und guckt mal einmal da, wie viele Menschen da noch anstehen. Die wollen alle hier rein. Und das füllt sich so langsam. Das ist natürlich eine große Schlange, aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Ich würde trotzdem gerne mal einen Typen finden. Wollen wir nicht mal die sind so cool mit der Sonnenbrille. Ob wir da die coolen, ob wir da so ein bisschen hintergucken können. Okay. Wollen wir es mal versuchen? Wir probieren's. Die werden da gar keinen Bock drauf haben, aber ist egal. Nee, natürlich nicht. Hallo! Wir suchen männliche Maxton Hall-Fans. Da. Und da habe ich gedacht, die beiden mit der Brille, die sehen so cool aus. Bist du Maxton Hall-Fan? Also ich finde die Serie nicht schlecht, aber meine Freundin kam nicht dazu. So, das habe ich mir schon fast gedacht. Aber hast du die erste Staffel dann geguckt? Ja, auf jeden Fall. Was hat dir daran so gut gefallen? Die Liebesstory, würde ich jetzt auch mal so sagen, auch als Boy. Süß! Ja. Hast du denn so eine kleine Erwartung, wie das jetzt weitergeht in der zweiten Staffel? Schwierig. Kann ich jetzt wenig sagen, weil ich die zweite Staffel jetzt nicht mehr so lange im Kopf habe. Ja, die kommt ja heute erst. Die siehst du ja jetzt erst. Sorry. Naja, also wir hoffen mal, dass es mit den beiden funktioniert und dass es ein bisschen Drama gibt, aber trotzdem. Liebst du das Drama? Ja, ist doch lustig. Liebt er das Drama? Liebt er das Drama? Warum? Naja, warum nicht? Bleibt spannend mit Drama. Seid ihr eigentlich die beiden da oben? Ist das euer Leben? Nein, also wir haben uns eigentlich von Anfang an verstanden. Sehr gut. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Dankeschön. Genießt es. Weißt du was? Ich habe hier noch mehr Maxton Das sind wir, Hall-Fans Leute. gefunden. Wie sieht's aus bei euch? Worauf freut ihr euch bei Staffel 2? Auf, dass die noch zusammenbleiben oder ich weiß nicht. Auf dass die noch zusammenbleiben. Was war denn deine Lieblingsszene aus Staffel 1? Oh mein Gott. Die Tanzszene war richtig schön mit der Musik von The Weeknd. Oh mein Gott, das war richtig schön. Und wo er sie aus dem Pool getragen hat. Das war richtig schön. Sehr emotional. Was wünschst du dir für die zweite Staffel? Dass es weiter so emotional ist auf jeden Fall. Dass sie sich romantisch näher kommen. Also so ein Stable und gesund und ein Happy End. Was ist denn so das Besondere an Maxton Hall? Warum rasten alle aus bei dieser Staffel und allgemein bei dieser Serie? Ich glaube, das Buch war einfach schon so krasser Hype. Das Buch war einfach, hat schon ganz viele mitgenommen. Hast du Das es war ja auch ein gelesen? Bestseller, ja. Ja, Alle sehr Leute, gut. als ich 16 war oder so schon. Ja. Und dann war es ja einfach schon so richtig berühmt. Und die Adaption war einfach so gut gemacht. Und die Schauspieler waren mega. Einfach sehr, sehr gut gecastet. Ja. Ey, dann habt ganz, ganz viel Spaß und genießt den Abend. Dankeschön. So, Weißt du, ich glaube, die Leute wollen aber auch ein bisschen das Drama. Ich will ja noch gar nicht so gern Happy End. Nur ich will kurz Happy End Ja. und dann aber auch wieder kurz nicht. Du willst ich auch, will dass es ein offenes leiden. Ende Ich will hat. auch leiden beim Ja. Gucken, sag ich dir ehrlich. genauso wie wir alle gelitten haben nach der ersten Staffel und dachten, ich will, dass es sofort weitergeht. Ich kann doch jetzt nicht warten, bis die Wie Staffel 2 krass ich kommt. das fand, Melissa, als er kurz dann zu ihr plötzlich meinte, hast du gedacht, wir sind zusammen? Ich habe Hat's dir dein Herz gebrochen? Ich habe mit den Nägeln, die habe ich mir hier so reingedrückt, weil ich so wütend war. Ja, und verstehe. gleichzeitig wollte ich es aber auch ein bisschen for the plot, just for the plot. Ja, weil du ganz genau weißt, was dann passiert. Weil er wird dann irgendwann doch weich. Richtig, weil Und es entscheidet das sich ist dann so für sie. Und das ist irgendwie schön, oder? Ja. Leute, ihr könnt ja auch mit uns interagieren. Ja, ne? schreibt ruhig. Ihr müsst nicht nur einfach nur gucken, sondern ihr könnt auch schreiben, Ja. was erwartet ihr von der zweiten Staffel? Das würde ich gerne mal wissen. Ja, und vor allem fühlt ihr vielleicht die ganzen Sachen genauso, wie wir sie fühlen. Also ich habe die erste Staffel geguckt und war verliebt in beide. Und vor allem in den ganzen Ja, das Cast. verstehe ich. Ja, man ja. guckt sich das an Weißt und du was? man hat Herzschmerz, obwohl man gar keinen Herzschmerz hat. Richtig. Und weißt du, apropos Cast, Ja. die sind auf dem Weg. Oh. Ich habe es gehört gerade. Oh, okay. Die sind auf dem Weg hierher. Alles klar. Ich werde doch aus, die Leute. Die rasten Guck dir gleich das doch mal richtig an aus. hier. Wenn Ja. die jetzt gleich über den Blue Carpet da laufen. Dann wird es hier gleich richtig laut. Alter. Schreist du mit, ist die Frage. Ja, ich bin halt auch aufgeregt. Willst sag du ich halt dir ganz lauter schreien ehrlich. als alle anderen? Ja, Ich glaub weiß schon. Ich weiß.
Sagt ihr eigentlich dazu, dass wir uns auch so angezogen haben heute, als würden wir eigentlich zum Maxon Hall dazugehören? Ja, weil wir auch dachten, es ist vielleicht ein bisschen, nicht Motto-Party, aber so ein bisschen vielleicht. Ich finde, wir sind so ein bisschen die Freunde. Ich hatte gerade Reiten. Also ich kam gerade vom Reiten, vom Stall. Und ich wurde gerade aufgenommen im College. Im College. Und dann, wir haben dann so den Nachmittag verbringen wir so. Vielleicht habe ich es mit meinem Alter auch schon längst verlassen. Nein. Wir sind noch am College. Okay, gut. Wir sind noch, ja klar, wir sind noch am College. Ja, finde ich gut. Weißt du, was wir jetzt mal machen? Nee, wir gucken mal. Nein, doch, pass mal auf. Wir rufen jetzt in die Menge, dass der Cast unterwegs ist. Sollen wir? Ja, warte. Okay. Kurz herhören. Ich bin auch so peinlich, egal. Ja, mach. Der Cast ist auf dem Weg. Sie sind gleich da. Nee, können wir das ein bisschen lauter hören? Bisschen lauter. Könnt ihr mal alle ausrasten für Maxon Hall? Ja. Das ist noch die werden warm. Die werden langsam warm. Ja. Oh. Sie kommen. Sie kommen. Hast du gelogen? Hast du gelogen? Nee, ich habe nicht gelogen. Wir gucken so ein bisschen aus der zweiten Reihe. Harriet und Damian, ich flippe aus, sie kommen. Sie sind da. Da sind Harriet oh mein und Damian. Gott, Leute. Sie sind auf dem Weg, guckt sie euch an. Und wie toll sie aussehen. Oh mein Gott, sie sieht mega aus. Ist das herrlich. Was ist das für ein Kleid? Oh mein Gott. Sie ist erwachsen geworden. Wow. Sie ist erwachsen geworden. Hast du dieses Kleid gerade gesehen? Ich raste komplett aus. Weißt du, was ich auch schön finde? Was? Ich bin pro Girls. Ich sag dir, wie es ist. Ich finde Damian super. James, Küsse gehen raus an dich. Aber in dem Moment gerade hat Harriet gewonnen. Tut mir leid. Ich habe nur auf Harriet geguckt, ich sag's ehrlich. Ich auch. Aber wie toll sah sie gerade aus. Oh Mann. Ich raste aus, ich will sie noch mal angucken. Und dann wie mit unseren Schulmädchen-Outfits hier. Ist okay. Wir sind ja überhaupt nicht wichtig. Wir sind die großen Schwestern. Ganz genau. Ja. Die schon vielleicht aus dem College auch schon lange raus sind. Aber vielleicht fühlen sie sich noch so ein bisschen College-mäßig. Ist doch schön. Mann, ey, ich bin richtig geflasht gerade davon. Ja. Und vor allen Dingen, auf einmal kommen die hier. Auf einmal steht dieses Auto da und die steigen aus. Ja. Die sollen mal alle schreien. Oh. Guck mal da. Wow. Was ist das bitte für ein schöner Teppich? Oh mein Gott, das sieht ja mega aus. Habt ihr den Teppich drauf? Guckt euch den Teppich an, Leute. Ist das geil. Oh mein, guck mal, die Leute sind hier richtig am Kämpfen. Ja. Ja, komm, wir gehen mal zum Teppich. Naja, da ist jetzt gerade jemand, der fotografiert offensichtlich. Komm mal direkt rein und nachfragen. Leute, wir wollen einmal euren Teppich sehen, das ist ja mega. Hast du den selber gemacht? Oder wer hat den? My sister. Du hast den gemacht? You did it? Yeah, I did it. Where are you from? Denmark. Wow. Ja, aber das sagt, du kannst so gut Englisch. So how long did it take? Around 3 weeks. Yeah. So, but yeah, consistently like 8 hours a day. 8 hours a day, wow, 8 Stunden am Tag. Ist krass. Daran gearbeitet. Also wenn Damian das nicht gleich sieht, ne? Ja, das muss Damian sich wirklich mal angucken. Na, hier ist er ja. Sehe ich ja sofort, dass er das ist. Ja. It's him. It's him, right? Kann ich genau sehen. So, okay. So what do you love about that TV show? It's just so sweet. It's just a perfect love story. What is your favorite character on the show? Favorite character? Ruby and James. Yeah, I know. So what is so special about Ruby and James? I just think their love story is so special, and you can just relate to it in some way. I think it's nice. Yeah. Wir sollen ein Stückchen weitergehen, habe ich gesagt. Thank you so much. Thank you so much. Good day. Hopefully he will see it, but I guess. Leute, guckt euch doch an, was hier los ist. Da gehen doch Träume in Erfüllung. Da gehen Träume in Erfüllung. Guck dir das doch mal an. Das ist schön. Oh mein Gott, ich will da gleich hingehen. Ich will alles wissen, wie sie sich gefühlt hat, wie er gerochen hat. Sie soll mir alles erzählen. Ja. Wir gehen da gleich hin. Vielleicht kannst du ihn auch gleich selber riechen, wenn du willst. Ich bin eine erwachsene Frau. Du bist eine erwachsene Frau. Okay, lass sie noch kurz ein Foto machen. Lass sie noch kurz. Wir gehen mal auf die andere Seite. Ja, Komm mal genau. mit. So. Guck mal, Leute, was geht denn hier Leute, für ab? wen seid ihr hier? Für Damian. Ja, schreit mal ganz laut. Ich will mal hören, für wen ihr wirklich hier seid. Ganz laut Damian vielleicht einmal schreien. Okay. 1, 2, 3. Damian!
Ich glaube, jetzt hat er es auf jeden Fall gehört. Ich glaube auch. Und ihr habt hier die Bücher mitgebracht und erwartet, ihr wollt ein Autogramm, ne? Ihr habt die Bücher dabei? Ja, ich drücke euch die Daumen, dass das klappt. Hier ist ja so viel los. Wow, hast du das selber gemalt? Was würdest du ihn denn fragen, wenn du ihn was fragen kannst? Guck dir das mal an. Ob er noch Hier wird noch alles schön. Guck mal, wie schön das hier gezeichnet So schauspielmäßig. wurde. Genau. Er studiert ja, ne? Stimmt. Doktor, ne? Oh, So, jetzt ich gehe. Jetzt kommt er und hier wird kurz ausgerastet. Die Leute flippen aus. Ey, Sie hat ein Autogramm bekommen. Na, sie will ihn ja fragen, ob er noch Pläne hat für die Zukunft, was so passiert bei ihm. Ach so, wer will das fragen? Ach, die du gerade gerade angesprochen habe. Ich habe zu ihr gesagt, er studiert ja. Er studiert ja auch noch Medizin. Wusstest du das? Das ist ja das Ding. What? Also Damian ist ja nicht nur ein großartiger Schauspieler, er studiert Medizin, der spricht 7 Sprachen. Das ist ein Wunderkind. Er ist ein netter Typ. Also wirklich mit manchen Menschen meint Gott das richtig gut. Da will man gerne tauschen manchmal, ja? Naja. Wirklich großartig. Komm, wir müssen einmal zu dem Mädel gehen, die ihn umarmt hat. Ja, lass uns hingehen. Oder wollen wir erst einmal Richtung Harriet? Können wir auch noch mal, komm. Ja, komm. Wir gehen einmal Richtung Harriet. Wir müssen dieses Kleid noch mal zeigen. Das Kleid ist ja wohl wirklich... Wow. Harriet, du siehst heiß aus. Richtig Du bist gut. ein heißes Eisen, Wirklich. Hammer. Ja. Muss man ja auch mal sagen. Muss man sagen, die sieht fantastisch aus. Man kann es ja nicht unkommentiert lassen. Nein, können wir nicht. Ist wirklich Hammer. Wir gehen mal kurz gleich zu dem Mädchen, was gerade umarmt wurde. Ja, das möchte ich auch mal Und wir würden jetzt einmal gerne kurz wissen, wie sich das angefühlt hat. Kommt ihr mit? Kommt mit. Und da ist Andrea. Andrea ist da. Hello, Girl. Du siehst Look richtig at hot aus, Girl. Wie schön siehst du bitte aus, sag mal. Freust du dich auf heute? Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ich freue mich mega. Hättest du gedacht, dass man irgendwann vor so vielen Leuten bei der 2. Staffel bei der Premiere sein wird? Nee, wirklich nicht. Ich bin einfach aufgeregt und ich freue mich einfach so, mit allen heute die 2. Staffel feiern zu können. Dann mach das. Schmeiß viel dich ins Spaß. Getümmel und wir sehen uns später auf der Bühne. Wir sehen uns später. Genieß es, Girl. So, wer hat jetzt hier eigentlich vorhin... Nee, das kann man so wirklich nicht sagen. Du bist die Coolste. Aber wo ist das Mädchen, was vorhin Damian umarmt hat? Sie ist nicht mehr da. Sie ist nicht mehr da. Ach, jetzt geht sie wieder. hat natürlich das. Ich habe meine Umarmung bekommen. Jetzt bin ich jetzt wieder nach Hause. Ja, wahrscheinlich. Frech. Aber guck mal, so peu à peu kommen sie alle an. kommen sie alle, ne? Krass. So. Hier ist was los. Wie geht's euch denn so? Super, ich liebe die Serie. Ja, warum bist du so ein Maxton Hall Ultra? Ich mag Damian Hardung und Ruby zusammen. Einfach toll. Die Musik, alles. Ja, die Musik ist halt ultra schön, ne? Das ist, ich finde, wenn man diese hört, das fühlt sich so richtig Main-Character-mäßig an. Als würde man dazugehören zu Maxton Hall, oder? Ist es sowas, was du manchmal auch machst, wenn du Musik hörst? Da so träumen, als wärst du jemand davon? Na klar, ja. Ich wäre gerne in der Serie dabei. Ja, was wärst du da? Wäre so dein Charakter? Eine Schülerin einfach im Hintergrund. Die verliebt ist, James. Na klar. Ganz klar. Habt ihr schon ein paar Fotos erhaschen können hier heute? Ja. Mit Damian, mit Andrea. Ja. Und die sind auch mega lieb, oder? Die haben auch richtig Bock. Mit allen hat er ein Bild gemacht, toll. Mega schön. Melissa? Ja, ich bin hier. Sorry, ich war wieder abgelenkt. Da war das Kleid, da ist das Kleid schon wieder, Leute. So, wir gehen hier direkt mal weiter. Hier sind ja auch heute nicht nur Fans, sondern auch ganz viele andere Creator und Creatorinnen. Ja. Der ganze Cast ist da und Creator und Creatorinnen aus der ganzen Welt. Also nicht nur aus Deutschland, sondern vor allem auch aus UK, aus Frankreich, aus der USA. Ist. Es ist eine deutsche Serie, die weltweit so erfolgreich geworden ist, dass hier aus aller Welt jetzt Creator sind, die auch darüber berichten. Und wer hätte das gedacht, ne? Ja. Also es sind natürlich, also die Bücher kennt jeder. Vor allen Dingen ist auch so krass, wie sich das verändert hat. Vor 2 Jahren die Premiere, da waren wir ja auch beide. Ja. Die hast du ja auch schon moderiert. Ja. Ich war da zu Gast, da habe ich mich so drauf gefreut und ich fand es mega. Und es war ein geiler Tag, aber es ist ja kein Vergleich zu dem, was hier heute passiert, oder? Nein, das ist heute auf jeden Fall überdimensional. Ja. Und das hätte wirklich also keiner gedacht. Aber es bedeutet ja auch eines. Es ist eine deutsche Serie, die einfach weltweit unglaublich erfolgreich geworden ist. Und die hoffentlich noch weitergeht, Leute. Sorry, aber ich hoffe es. Du hast dir eine 3. Staffel gewünscht. Natürlich mal gucken, ob dein Wunsch heute in Erfüllung geht. So. Wollen wir mal gucken, was hier noch so... Ach, guck mal, da ist Sonja. Da sind ja noch mehr. Guck mal, da ist nämlich auch Justus. Alle sind da. Da ist Justus. Justus ist da.
Sonja ist da. Ja, auch gerade schon gesehen, der ganze Cast, der trottet gerade so ein. Und die Leute, es ist auch so sweet, wie sie einfach so geduldig sind und wirklich mit allen Leuten Fotos machen, Autogramme geben. Es ist so süß. Ja. Ich liebe es. Wir warten natürlich hier auch alle genau auf den Cast schon. Komm, wir gehen mal ganz kurz hier. Hello! Hello! Seid ihr der Livestream? Wir sind der Livestream. Du darfst einmal grüßen. Sag mal Hallo an den Livestream. Ich begrüße an den Livestream. Wie fühlst du dich? Du, gut. Ist alles du bist normal. super entspannt. Ja, voll entspannt. Hey, weltweite ganz Premiere. Leute sind nur hier. Hey, ich bin berühmt, bin berühmter Schauspieler. Alles wie immer, alles ganz normal. Hey, vor allem, ich bin innerhalb des letzten Jahres einfach weltweit bekannt geworden. Ja, ihr sagt es. Das ist crazy. Wie fühlt es sich an? Schön, es ist aufregend. Das Leben hat sich verändert. Ich bin gespannt, wie heute wird. Ich freue mich, die zweite Staffel zu zeigen. Hi Harry, hilf mir. Wie lange habt ihr euch denn schon nicht mehr gesehen? Wir sehen uns recht oft in letzter Zeit tatsächlich. Ihr macht auch schon was so miteinander, oder? Also nach den Dreharbeiten? Voll. Ja, na klar. Also ich glaube, einfach so ein Erlebnis wie Maxton Hall schweißt zusammen. Wir sind jetzt alle super nah gekommen und dann entstehen natürlich auch Freundschaften. Ist das so ein bisschen wie Klassenfahrt, wenn ihr am Set seid? Ja, ist ein guter Weg, das zu beschreiben, auf jeden Fall, ja. Sehr schön. Ey, wir wollen dich gar nicht aufhalten, Ja, denn da sind ganz viele Fans, die darauf warten, von dir umarmt zu werden. Bis später. Guck, wie süß die alle sind. Das gibt's doch nicht. Ja. Ah, das ist die Mama. Das ist die Mama. Wie ist es so als Mama? Ja, er ist ein ganz lieber Sohn. Meine Tochter ist eine kleine Zicke, sie kommt nach mir. Aber die ist heute nicht hier. Die Elaine ist hier. Ah, die ist auch hier? Die Elaine Natürlich, Elaine ist auch hier. Ja, meine Elaine ist hier. Der Frederik da ist sie doch. Da. Und mein Alistair. Ja. Und wie stolz ist man so als Mama, wenn man so tolle Kinder bekommen so hat? Ich sag, also der Alistair ist ja so ein bisschen mein Herzstück. Ne? Also als Mutter hat man mit Töchtern so ein bisschen Probleme, aber obwohl sie meine Gene gekriegt hat. Aber ich liebe sie beide. Das ist schön. Und jetzt hier bei so einer Premiere zu sein und zu sehen, was die Kinder so machen, ist schon krass, oder? Ist schon krass. Ich bin auch selber gespannt auf das, was rausgekommen ist nach unseren Dreharbeiten. Was hoffst du denn? Ich rechne damit, dass einiges von den emotionalen Szenen weg ist, weil unsere Vorgeschichte, also es hat eine bestimmte Vorgeschichte, warum wir in einem bestimmten Teil dabei sind. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr gespannt, was, Mann, jetzt hast du es richtig spannend gemacht. Ja, jetzt kann ich es gar nicht mehr abwarten. Ja eine Szene auf die andere Szene auf und wir sind ja die Geldgeber, ja. die Ellingtons. Insofern seid gespannt. Ich bin richtig gespannt jetzt. Und ihr könnt es auch sein. Sehr schön. Ja. Wir freuen uns sehr. Ja, danke. Viel Spaß. Bis später Noch, ja? Danke. Tschüss. Super sweet. Die Leute sind so sweet. Guck mal hier. Wo ist sie ihn gerade gar nicht? Guck mal, da ist dein Spirit Animal. Bin ich blind? Guck mal, da ist dein Spirit Animal. Da ist sie, Leute, da ist Rona. Ich liebe sie doch so. Du liebst sie sehr, natürlich hat sie so ein auch. Kleid an. Natürlich sieht sie wieder grandios und wie toll sieht sie aus. Und natürlich reden wir über sie und sie kriegt das bestimmt auch mit. Ja klar, wir gehen jetzt auch einfach hin, weil wir so sind. Wenn wir uns ja, komm, wir gehen einfach trauen. Hin. Rona! Wir sind deine größten Fans! Entschuldigung, wie toll siehst du bitte siehst aus? Hammer aus, Girl! Wie fühlst du dich? 580 Millionen Tausend! Zu Recht, aber es sind ja nur so 2, 3 Leute da und die ganze Welt. Aber wie fühlt es sich an, gleich die zweite Staffel präsentieren zu können? Verrückt, stolz, aufgeregt, hoffnungsvoll. Ja. Hat Spaß gemacht, die zweite Staffel? Wie waren die Dreharbeiten? Anders? Mit der Family immer gleich. Immer gut. Und ich weiß, man soll das eigentlich nicht sagen. Ich darf das erst recht nicht sagen. Aber du bist meine liebste Rolle. Doch, das weißt du aber auch. Ich finde, du machst das so toll. Und ja, ich lieb's. Dankeschön. Ich wünsche dir den tollsten Abend heute. Wir freuen uns so sehr auf dich. Wir sehen uns dann nachher gleich auf der Bühne und dann quatschen wir noch eine Runde, okay? Und du gehst zu den Fans. Yeah. Bis später. Ich sehe Ben nicht. Bin ich dann blind? Bitte, gib mir ein Zeichen. Ja, siehst du ihn? Wen suchst du? Wir suchen Ben. Okay, weißt du was? Ich habe jetzt eine Aufgabe für dich. Du suchst ihn weiter und ich werde gleich reingehen. Lilafarbenes Oberteil, da ist er. Da schlagen wir uns jetzt doch mal durch. Das machen wir noch mal kurz und dann werde ich dich gleich verlassen und werde schon mal reingehen. Ist gut. Und werde den Leuten zu Hause ein bisschen mal die Halle zeigen. Leute, ihr seht grandios aus. Wow. Oh mein Gott,
bitte zeig dich einmal. Das ist ja der Hammer. Auch hier bitte du nicht zu vernachlässigen. Du natürlich auch. Entschuldigen Ey, wie Sie fühlt bitte? ihr euch heute? Was geht ab im Kopf? Alles und nichts. Alles auf einmal. Worauf können die Leute sich freuen bei Staffel 2? Ich glaube auf viel Drama und ich glaube auf schockierende Momente. Oh, das ist aber ein Teaser. Das ist ein Mystery-Teaser. Großer Teaser. Wir werden sehen. Okay, was erwartet ihr vom heutigen Abend? Das ist ja keine normale Premiere. Also ich meine, hier sind so viele Leute, wir sind im Tempodrom, wir sind normalerweise Riesenkonzerte. Also was erwartet ihr vom heutigen Abend? Ich glaube, erstmal wollen wir Spaß mitnehmen und ich freue mich einfach auf die Reaktion von den ganzen Leuten. Ich meine, dass man einmal so viele Leute da stehen hat oder sitzen hat und sieht, wie die darauf reagieren, ist halt irgendwie Nervosität, aber auch einfach nur eine riesen Vorfreude. Also geil. Ey, ihr macht das so geil. Geht zu euren Fans. Ja. Wir wollen euch gar nicht zu lange aufhalten. Wir sehen uns später nochmal auf, auf alle Fälle. Bis Macht's nachher. gut, bis später. Ciao. Und du, meine Liebe, Melissa. Ich hau jetzt ab. Du haust jetzt ab. Du gehst rein. Ich bleib noch ein bisschen hier. Ich spreche noch ein bisschen mit den Fans. Ich gucke, ob ich noch ein paar Creator treffe. Genau. Und ich guck mal, was da drin noch so abgeht. Ich will noch zum Wunschbaum nachher. Vielleicht können wir uns da später treffen. Treffpunkt Wunschbaum. Wir treffen uns beim Wunschbaum. Sehr Alles gut. klar. Pass auf dich auf. Du auf dich. Okay, tschüss. Bis gleich. Ciao. Leute. So. Ich bin auch ein bisschen fertig, sage ich euch mal ganz ehrlich. Da sind wir. Und ich fühle mich underdressed. Ich habe gedacht, ich habe ein cooles Outfit und dann sehe ich die Leute und denke mir so, nee, die sehen krass aus. Die sehen richtig crazy aus. Lass uns doch noch mal ein bisschen zu den Fans gehen. Ich würde gerne noch mal hören, wie war das jetzt so, als der ganze Cast da bei denen vorbeigekommen ist. Wollen wir das mal machen? Kommt mal mit. So Leute, bei wem war ich heute? Bei dir war ich heute noch nicht. Und dich habe ich schon die ganze Zeit gesehen. Habt ihr ein Foto bekommen oder konntet ihr ein bisschen... Viele haben wir auf jeden Fall. Ja, von wem? Damian, von allen, ja. So lieb. Ja. Die sind so lieb, oh, so Herzensmenschen, wirklich. Würdet ihr sagen, ihr seid so richtige Maxton Hall Ultras? Ja. Warum? Die Serie die ist einfach verrückt. Einfach, was das so selbst widerspiegelt. Ruby, ihr Ehrgeiz und Amber, wie sie versucht, sich überall durchzukämpfen, das ist einfach super. Was würdest du sagen, in welchem Charakter findest du dich am meisten wieder? Amber, 100%. Die ist so toll, sie ist so stark, sie hat so ein Selbstbewusstsein auch, es ist wirklich toll. Und sie ist ja tatsächlich auch in Wirklichkeit so. Also ich glaube, sie sagt ja selber, sie ist gar nicht so wie ihre Rolle. Aber ich finde, wer hätte denn sonst diese Rolle spielen können, wenn nicht sie? Niemand besser als sie. Sie ist wirklich perfekt dafür. Was hofft ihr denn oder was ist denn so in eurem Kopf, wie das jetzt weitergeht? Wie geht es jetzt ab 7. November? Ab 7. November könnt ihr es alle gucken, Leute. Da geht's los. 2. Staffel Maxton Hall. Das wollte ich noch mal ganz kurz so sagen. Was erhofft ihr? Frage ich dich, er ist ja nicht mehr bei mir. Ist ja weg. Was erhoffst du dir, wie es weitergeht? Oder weißt du es vielleicht schon? Ich habe die Bücher schon gelesen, das erste und das zweite auch. Aber ich wollte mir von 2 das Ende noch offen halten und das quasi lesen, wenn die Folgen rauskommen. Also ich bin schon fast am Ende vom 2. Buch, aber das wird so verrückt, das wird so ein Herzschmerz. Aber ich bin so bereit dafür, ich freue mich so. Hast du eine Lieblingsszene im Kopf aus der ersten Staffel, wo du sagst, ey, da denke ich immer wieder dran zurück, das hat mich irgendwie so berührt? Wo Damian und Ruby sich das erste Mal gesehen haben. Was war das nochmal? Gib mal noch mal ein bisschen Futter drumherum. Wie sah das nochmal aus? Ich glaube, die haben sich tatsächlich in der Schule gesehen gehabt. Und das geht mir gar nicht mehr aus dem Kopf. Also. Aber will man denn eigentlich jetzt schon ein Happy End haben in der 2. Staffel? Ich frage dich jetzt mal, willst du jetzt hier schon direkt ein Happy End haben? Nein, also ich warte noch auf Staffel 3. Also ich habe auch die Bücher gelesen, deshalb weiß ich halt auch schon, wie es ungefähr weitergeht. Also ja. Also man will eigentlich schon, dass sie immer wieder zusammenkommen aber es soll auch immer mal wieder kurz kriseln, damit es irgendwie so ein großes Drama gibt, ne? Hä, warum will man das so? Es macht Spannung und es ist halt auch einfach richtig cool, weil es danach die bessere Versöhnung gibt, wenn man besser wieder zueinander zusammenfindet. Ich gehe noch mal weiter, Leute. Ich wünsche euch heute ganz viel Spaß. Dankeschön. Freut mich, dass ihr hier so happy seid und Fotos bekommen habt. Wir sehen uns später. Dankeschön. So Leute, ich gehe mal rückwärts, damit ihr nicht nur meinen Rücken seht. Hier waren wir schon, aber vielleicht gehen wir noch mal ein Stück weiter nach hinten. Da waren wir nämlich noch nicht. Kommt mal mit. Hier, zu euch komme ich noch mal. Da war ich schon, aber bei euch war ich noch nicht. Maxton Hall-Fans. Habt ihr ein Foto ergattern können? Ja, eins mit Ruby. Das war sehr schön. Zeig mal. Oh, hast du's? Ich hab's. Das möchte ich jetzt schon sehen. Nervös. Nein, brauchst du gar nicht. Brauchst nicht nervös sein. Das ist schön geworden. Und wie gut sieht sie aus? Hammermäßig. In ihrem Kleid auch. Also wirklich Hammer.
Also, wow. Man sieht sie ja online und in dem Film, in den Serien und ist so schon hübsch, aber im echten Leben, oh. Ich weiß, sie ist wunderschön. Oder? Leute, ich werde hier gleich noch alles ein bisschen abgrasen, wer gleich noch kommt, aber ich würde erst einmal kurz abgeben zu Melissa rein ins Tempodrom. Bis gleich. Ich bin jetzt drin, ich bin jetzt hier in der Halle und hier gibt es ganz viele verschiedene Stationen, an denen die Fans und Creator und Creatorinnen sich austoben können, wie hier zum Beispiel. Hier gibt es verschiedene Quotes aus der Serie und was kann man hier ganz genau machen? Können Sie gerne diese auf dem Tisch ausfüllen und hier können Sie das gerne mitnehmen. Das ist alles. Und aussuchen, welche dir besser gefallen. Okay, also mal gucken, welche Quote zum Beispiel am besten zum heutigen Tag bei mir passt zum Beispiel. Ich würde jetzt einfach mal, ich sage einfach, die Zukunft gehört denen, die an ihre Träume glauben. Vielleicht wisst ihr ja auch, wer das gesagt hat. Vielleicht wissen es ja die Fans. Kommt mal mehr dazu, kommt mal her. Ja, komm ruhig zu mir. Lass uns ein kleines Quiz machen. Kommt her. Hier sind ja verschiedene Quotes. Wie gut kennt ihr euch aus mit der Serie? Ja, wir haben die geguckt. Ihr habt sie geguckt, okay. Lass mal gucken. Wer hat vielleicht zum Beispiel gesagt, eigentlich braucht es nur ein kleines Zeichen der Hoffnung, einen Halt in der Unendlichkeit? Ruby. Klingt auf jeden Fall nach Ruby, oder? Auf jeden Fall. Okay, lass uns den anderen angucken. Schwäche kann eine Stärke sein, der Anfang einer Veränderung. Klingt auch so, als würde Ruby das in ihr Tagebuch schreiben. Klingt aber auch ein bisschen nach dem Lacrosse-Team, finde ich. Auch. Oder? Ja, auch. Ja. Kann auch sein. Was ist denn wenn du jetzt mal so durchguckst, was ist denn eines deiner Lieblingsquotes? Träume sind wichtig. Ja, auf jeden Fall. Träume sind wichtig. Es ist wahrscheinlich auch ein Ruby-Quote, kann ich mir gut vorstellen. Ihr vom Livestream, ihr könnt auch mal einfach reinschreiben, was eure Lieblingsquotes sind oder was ihr glaubt, von wem das gerade war, wenn wir gerade eventuell was falsch gesagt haben. Auf jeden Fall gucken wir jetzt weiter. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Habt ihr eine Lieblingsszene aus der Serie, aus der Staffel 1? Ja, ich würde sagen, die letzte Szene, wo er dann so hinterhergerannt ist in Oxford. Ja. Und worauf hofft ihr bei Staffel 2? Natürlich auf ein Happy End. Natürlich hoffen wir alle auf ein Happy End. Wir gucken, wie es wird. Ganz viel Spaß euch. Und wir gehen mal hier weiter und schauen mal, was es hier noch so gibt. Okay, wow. Hier sind auf jeden Fall super, super viele, die sich schon total freuen, dass es bestimmt gleich losgeht. So, wir gucken mal. Hier, hallo, Maxton Hall-Fans, hallo. Hi! Wie sehr freust du dich auf Staffel 2? Ich freue mich mega. Ich warte schon mehrere Monate darauf und ich kann es kaum erwarten. Wie oft hast du Staffel 1 geguckt? Mehr als einmal, definitiv. Das kann ich gar nicht zählen. Und gibt es irgendeinen Charakter, den du ganz besonders magst? Ich finde Runa, die Rolle von Runa sehr toll und ich liebe sie einfach. Rubys Schwester. Genau. Und gibt es eine Szene, die dir vielleicht so ganz besonders im Kopf geblieben ist? Natürlich die klassische Streitszene aus der ersten Staffel. Als sie die Treppe hochläuft. Genau die. Also die war echt toll. Auch Schauspielleistung richtig super. Das glaube ich. Ey, dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Habt eine tolle Zeit. Es gibt ja viele verschiedene Stationen, die man ausprobieren kann. Wart ihr schon irgendwo? Ja, wir waren hier beim Fotobooth. Dann gucken wir uns jetzt mal hin. Danke. Dann gucken wir mal hier. Sind da gerade Leute drin, die da Fotos machen? Sollen wir ein Foto crashen? Habt ihr Bock? Wartet. Jetzt guck ich weg. Wartet. Einfach mal kurz ein Foto crashen. Seid ihr bereit? Ja, jetzt. Oh, ist nicht schön. Ey, aber meine Augen sind mit drauf. Okay. Oder? Ist doch ganz gut. Wie sehr freut ihr euch auf Maxton Hall Staffel 2? Sehr. Ganz toll. Ja, wir sind gespannt, wie ja, es so wird. Super. Das ist ein tolles Foto. Ihr könnt gleich noch eins machen. Ja, machen wir. Ne? Sehr gut. Was sind eure Lieblingscharaktere? James und Ruby. Ja, die beiden Charaktere. Das glaube ich euch. Wollen wir mal gucken, wie die Bilder geworden sind? Holt sie mal raus. Zeig mal einmal in die Kamera. Die sind da gar nicht weit. Läuft noch. Ah, läuft noch. Wie viele habt ihr gemacht? Wow. Wir wollten eigentlich schwarz-weiß. Ah. Das dauert vielleicht noch kurz. Hier stehen auch ein paar Leute an. Popcorn habt ihr euch auch schon geholt. Ja, zeig mal, wie schmecken die? Ja, es war schon, ja,
Bei dir ist gar nichts mehr drin. Bei dir ist noch was. Die Aufregung, ich kann es nicht abwarten. Hast du nur süß genommen? Ja, ist nur süß. Okay. Aber lecker. Gutes Popcorn, wichtig auch, ne? Wir gucken hier dann nachher 2 Folgen. Ich bin ganz aufgeregt. Ja, glaube ich. Worauf freut ihr euch denn am meisten? Nein. Auf den Cast vielleicht, der heute auch hier ist? Auf jeden Fall, aber auch darauf, dass Ruby ihren Weg einfach weiter durchzieht und slayt und das nicht aus den Augen verliert, was sie nämlich eigentlich wollte. Das ist nämlich genau das, oder? Was ist das Besondere an dieser Serie? Warum lieben wir die alle so sehr? Weil es ein starker Frauencharakter ist, die trotzdem an ihren Zielen festhält, auch wenn da so ein James Beaufort sein Shirt mal auszieht. Lässt sich nicht irritieren davon. Ein bisschen, aber dann findet sie ihren Weg immer wieder. Genau so ist es. So, und starker Frauencharakter. So, das ist ein gutes Stichwort. Wir schalten wieder zurück zu Laura. Jetzt herkommen. Hier am Wunschbaum mit Sebastian. Hallo, wie geht's? Hi, sehr gut. Wie fühlst du dich? Ich bin sehr aufgeregt. Warum? Ich freue mich einfach, nach der ersten Staffel zu sehen, was kommt. Hast du denn so eine kleine Hoffnung, wie es weitergeht? Was ist denn da so in deinem Kopf drinne? Also ich glaube, dass Ruby und James sich erstmal distanzieren müssen und dann wiederfinden, aber auf so einer super dramatischen Art und Weise. Coolsten. Wenn ich dich hier am Mikro und vor der Kamera habe, würdest du eine Damian-Parodie machen für uns? Bitte, die Leute wollen das. Die Leute wollen, bitte, bitte, bitte. Ja, bitte, ich gebe das Mikro und du bietest einfach mal an. Okay. Ruby Bell. Perfekt. Ich hab direkt Bock, ey. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ey, du kannst dir doch was an unserem Wunschbaum schreiben, das müssen wir da mal ganz kurz erklären. Wir stehen hier am Wunschbaum, der wurde hier eingerichtet und ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht so genau, Noch nicht warum. zum Wunschbaum, dann gehe ich zur Fotowand. Weil der wird irgendwas mit der 2. Staffel zu tun haben und du kannst gerne, ist sogar ein Zettel mehr da, schade. Aber wenn wir noch einen Zettel organisieren, darfst du hier gerne einen Wunsch ranhängen. Ich sag mal kurz meinen Wunsch ist die 3. Staffel. Und deiner? Oh ja, 3. Staffel. Und ich will drin sein, in der 3. Staffel. Nee, Scherz. Aber das ist ein guter Wunsch. Vielleicht als Bruder, als verlorener Bruder von Damian. Ja, bitte, bitte, ich wäre dabei. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß, wir sehen uns später, ja? Vielen Dank. Mach's gut. Aufregend. Ich warte eigentlich auf Melissa. Ich höre sie in meinem Ohr und sie ist eigentlich, glaube ich, auch auf dem Weg hierher. Ist sie nicht. Dann übergebe ich an sie, weil ihr sollt sie auf jeden Fall mal sehen. Ich gebe ab zu Melissa. So, und ich bin jetzt hier an einer weiteren Station. Und zwar gibt es hier tatsächlich die Bäckerei von Rubys Eltern. Guckt mal. So. Hi, was gibt es denn hier? Ich glaube, Cookies, wir gucken mal. Wir gucken mal, was es hier alles so gibt. Wir versuchen uns mal vorzudrängeln. Hier gibt es Kekse. Wie viele Kekse habt ihr heute schon gebacken? Ich glaube so bestimmt 1000 Kekse wurden heute hier schon gebacken. Und ich glaube, es werden auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, weil mehr als 3000 Leute sind heute hier in dieser Halle, hier im Tempodrom in Berlin. Und es wird hier natürlich für alles gesorgt, ne? Es gibt Popcorn, haben wir vorhin schon gesehen, es gibt Kekse, es gibt verschiedene Stationen, hier können Fotos gemacht werden. Ich habe noch eine tolle Station gefunden, kommt mal mit. Vielleicht könnt ihr mir einfach folgen. So, guck mal, hier wird alles transportiert. Multitaskingfähig sind die Maxton Hall-Fans auch noch. Das ist großartig. So. Und ey, es ist wirklich auch gar nicht so einfach, hier so durchzukommen, weil hier schon wirklich sehr viele tolle... Ich hätte fast einen Fotocrash gemacht, aber hey. Hallo! Wir gucken mal weiter, wer sich hier so tümmelt. Hallo! Hi, darf ich euch mal eine Frage stellen? Ja, sehr gut. Hi. Okay. Maxton Hall Staffel 2. Worauf freust du dich? Oh mein Gott, ganz viel. Aber ich freue mich ganz doll auf Sonja Weißer, also Lydia Beaufort, was die Geschichte wird. Ich bin ganz gespannt, was da passieren wird. Ich glaube, das ist der Punkt, wo ich mich am meisten drauf freue. Genau. Ist Lydia auch so ein bisschen dein Lieblingscharakter? Schon ein bisschen, weil ich glaube, da ist noch ganz viel Story, die da noch zu erzählen ist. Deswegen freue ich mich da sehr drauf, ja. Hattest du die Bücher vorher gelesen? Das erste auf jeden Fall. Ich glaube aber die ganze Reihe noch nicht tatsächlich. Ah, vielleicht auch ganz gut. So hat man noch mal einen anderen Blick auf das Ganze. Auf jeden Fall. Noch ein paar Überraschungen bestimmt, die da kommen. Okay. Und wie fandest du die Musik? Ich liebe die Musik. Also ich finde, es passt halt super gut zu den ganzen Szenen. Ich liebe das, weil es passt halt sowas von gut zu den Emotionen und so weiter. Ich finde das schön. Und ich meine, im Endeffekt
es bringt halt auch so viel raus, also die ganze Emotion auch bei einem selber, ich liebe das total. Ja, das ist mir nämlich auch aufgefallen. Es ist eine großartige Musikauswahl. Ich bin sehr gespannt, was wir in der zweiten Staffel alles so für Musik hören. Auf jeden Fall. Vielen Dank, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hab einen tollen Abend und bis dann. Tschüss. So, aber eine Info habe ich für euch, denn ab dem 17. Oktober gibt es den Opening-Song der zweiten Staffel. Den werdet ihr dann hören. Und zwar heißt der Song Off to a Good Start. Das ist der Opening-Song der zweiten Staffel. Den gibt es dann ab dem 17. Oktober auf allen Streaming-Plattformen, die es gibt auf dieser Welt. Also einfach mal reinhören, dann habt ihr da schon mal einen kleinen Einblick. Und jetzt schalten wir noch mal kurz rüber zu Laura, bevor ich sie gleich treffe am Wunschbaum. Wo sind wir denn live? Auf dem TikTok? Auf TikTok. Auf TikTok. Hallo TikTok. Das ist so meine Heimat. Seid ihr bereit für Staffel 2, Max? Na, seid ihr bereit für Staffel 2? Ja. Ich bin vollkommen empfänglich jetzt für Liebeskummer, Scheiß und alles, was dazugehört. Ja, warum? Keine Ahnung. Als ich die erste Staffel geschaut habe, Junge, ich bin da rausgegangen, also ich habe Liebeskummer. Ich bin ja Single wie Scheiße, also Männer, wenn ihr hier mal... So, meldet euch, schreibt doch mal in die Kommentare. Sandra ist noch Single, sie sucht noch. Genau, ja. Ja, genau so, ja. Das Ding ist, ich bin wirklich gar nicht Single, also 0%. Ich bin sehr doll verheiratet und auch ich hatte Liebeskummer danach. Wie ging es dir nach der ersten Staffel? Ich sag ehrlich, ich habe auch schon alle 3 Bücher gelesen, deswegen ging es mir generell nicht gut. Ich bin auch verlobt, ich sollte sehr, sehr glücklich sein, aber nachdem geht es mir dann halt trotzdem nicht gut. Aber das ist ja auch eine fiktive Welt, deswegen ist das vollkommen okay. Was erhoffst du oder erwartest du denn von der zweiten Staffel? Ich erhoffe tatsächlich Drama, ich erhoffe Liebeskummer. Ich möchte, dass es mir nicht gut geht. Voll, ich habe auch so gesagt, ja gut, man wünscht sich ja, dass die irgendwie dann doch jetzt wirklich zusammenkommen, aber die sollen auch noch nicht so richtig. Ja genau, die sollen nicht richtig zusammen sein. Da soll noch ganz viel Scheiß passieren, Alter. Habt ihr einen Lieblingscharakter in der Serie? Der beste Freund von James. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ich kenne nur den richtigen. Justus, der wahre Name. Ist mein Alistair? Alistair, genau. Ist mein Lieblingsname, Alter. Mein Lieblingsname. Charakter. Und bei dir? Oh, ich darf das nicht sagen. Damian. Also James, sorry. James. Warum darfst du das nicht sagen? Na und? Wir sind alle verlobt. Sandra auch bald. Nee, ist nicht mein Typ, Mann, Alter. Ich stehe auf fette Muskeln, Mann. Der hat doch Muskeln. Ja, aber noch mehr. Noch mehr Muskeln. Ey, das ist ein Aufruf. Also wenn ihr Muskeln habt, groß gebaut seid. Sandra sucht. Sehr gut. Ich habe was von Wünschen gehört. Ja. Und wir haben auch ein paar Wünsche, liebe Laura. Wir wollten uns ja am Wunschbaum treffen. Ja, aber beim Wunschbaum, da war es so voll. Und deswegen habe ich gehört, dass wir hierher gehen sollen. Aber wir können ja hier mal ein paar Wünsche sammeln, die wir dann später an den Wunschbaum hängen. Das machen wir. Ich habe ja schon meinen Wunsch geäußert, sage ich euch gerne. 3. Staffel wünsche ich mir. Was ist denn euer Wunsch? 3. Staffel und irgendwie hoffe ich natürlich auch auf eine 4. und eine 5. Staffel. Ich weiß, es gibt nur 3 Bücher, aber ich wünsche mir noch mehr Staffeln oder noch mehr Serien, die in die Richtung gehen. Ich auch. Mache ich total mit und das schreibe ich so. Gibt es noch einen Wunsch? Ich erhoffe mir viel Drama, viel Leidenschaft, bisschen Spice und einen krassen Cliffhanger, damit es eine Staffel 3 geben wird. Damit es richtig wehtut, wenn wir dann zu Ende kommen. Ja, ich bin damit wir alle heartbroken aus Staffel 2 rausgehen. Ja. Also 7. November, Leute, das ist das Startdatum, da geht's los. Ich habe ja schon gesagt vorhin zu Melissa, ich werde an dem Tag gar nichts machen, ich werde da frei machen. Wir werden beide Jogginganzüge anziehen. Ich werde Schlafanzug anlassen. Ich habe schon gesagt, ich nehme die große Decke von oben, nehme ich mit runter auf die Couch. Ja, bin ich auch dabei. Oder? An dem Tag Schnauze halten und einfach gucken, Mann. Und in 24 Stunden gucken wir uns einfach alles komplett durch. Ja. Okay, ich lasse euch 3 hier noch ein bisschen alleine. Ich verabschiede mich und gehe in die Halle. Du gehst, ich bleibe noch ein bisschen mit euch hier. So. Weil ich würde gerne noch wissen, was ihr denkt. Ich sage gleich, was ich denke, wer ich bin. Weil ich beziehe das gerne alles auf mich, das Leben. Welcher Charakter werdet ihr in der Serie? Boah, krasse Frage. Ich glaube, ich wäre die Schwester. Ich auch. Ich wäre die Schwester von Ruby. Amber. Ich wäre Amber. So, auch so dieses Witzige und Selbstbewusste. Witzige, coole und so, ja. Ich liebe die auch. Ja. Und du? Ich wäre die Schwester von James. Ich weiß. Oh mein Gott, du siehst auch ein bisschen so aus. Ja, ihr könnt mich auch gerne casten. Ich wäre total gerne... Du siehst ein bisschen aus wie Sonja. Also Lydia heißt sie in der Rolle. Ey, ich finde extrem gerade.
Habt ihr eine Lieblingsszene aus der ersten Staffel? Ich habe eine. Boah, ich glaube ganz klar, als Ruby auf James lag in dem Auto und er sie dann so gestreichelt hat und so. Und ich so, ja, ich will auch. Ich denke auch immer an das Lied, das dabei läuft. Weil das war so emotional und so nahe und sie mussten so zugeben, dass sie sich nicht hassen. Generell der Soundtrack, ich sag euch ehrlich, ich bin eine 36-jährige Frau, cool, und ich höre den manchmal, gehe mit dem Hund durch den Regen spazieren und dann tue ich so, als wäre ich jemand. Als wäre ich mal vom Maxen Hall, so tue ich. Geil. Mein Charakter. Okay, also meine Lieblingsszene ist, wo sie den Mittelfinger zeigt. Ja, fühle ich auch. Ja, fühle ich auch. Ja. Weil ich das so liebe, wenn sie ihm auch Ansagen macht, weil er kennt das nicht. Ja, ich unterschreibe das. Das, was du sagst. Laura, das, was du sagst. Was ich sag. Ich glaube, Männer brauchen das generell manchmal, deswegen... Ja. Und Damien sowieso. Genau, ihr könnt euch jetzt vorstellen, was dahinter ist. Lass uns doch mal ganz kurz einmal überlegen, was war dann das Ende von der letzten Staffel? Ich weiß es noch ganz genau. Die Family ist glücklich im Haus. James guckt von außen ins Haus rein. Ja, stimmt. Alter, ich bin krass gerade. Das war doch nachdem bei ihm die Dings gestorben ist. Ja. Und ich habe es nämlich auch im Kopf. Ich habe eventuell auch noch mal die erste Staffel geguckt, gerade, frisch, gestern. Und ich frage mich, weil das habe ich auch noch im Kopf, wie er da steht am Fenster, dann denkt sie sieht ja was, also sie denkt, da ist doch was am Fenster. Und dann ist er aber weg. Ja. Ja, und was? Wir gucken ja heute die ersten 2 Staffeln. Wir haben ja schon mal das Privileg, Folgen der zweiten Staffel. So. 3 Folgen, ich dachte, oh Baby, ich bin noch mehr bereit. Und ich frage mich, was wird passieren? Wird es wer genau da ansetzen am Fenster? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Das Buch ging ja auch so ein bisschen weiter, also im ersten Teil. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Deswegen, die Leute, die das Buch gelesen haben, wussten ja auch so ein bisschen, wie es da noch weitergeht. Ich wusste ja auch Teil 2 und Teil 3, aber deswegen, ich glaube, es setzt anders an. Wir haben vorhin am Blue Carpet, hatten wir vor dem Mikrofon die Mutter von dem Alistair. Und das hat mich genervt. Also nicht sie, ich finde sie toll, aber sie hat mich jetzt einfach im Regen stehen lassen, weil sie hat so geteast. Sie hat gesagt, ja, unsere Familie ist ja irgendwie auch schuld daran. Woran? Was meint sie? Hä? Also, ich glaube, wir müssen einfach die zweite Staffel gucken, um das rauszufinden. Ja, ich habe richtig Bock, Leute. Ich werde mich da nachher gleich hinsetzen und dann werde ich aber auch, und dann wird's hart, weil wir haben dann die ersten beiden Folgen geguckt und dann müssen wir erstmal noch mal fast 3 Wochen warten, Alter. Es ist eigentlich nichts Gutes, auf diese Premieren zu kommen, weil man wird so krank geteasert und dann sitzt man da und muss noch mal 3 Wochen warten. Ja. Das ist eigentlich Folter. Das ist so schlimm. Ja, es ist furchtbar. Aber die ersten Laura, 3 Folgen. Ach Gott, Sandra. Laura, du siehst heute bezahlt. Aber auch, als würde ich. Ich bin ein Riesenfan von dir auch. Sandra, ich bin ein Riesenfan. Aber du musst auch sagen, ich sehe ein bisschen auch aus, als würde ich auf dem Reiterhof sein. Nee, weißt du, wie du aussiehst? Auf dem Gestüt. Im Stall. Du siehst aus wie beim Maxen Hall. Ja, aber auf dem Gestüt. Was ist denn Gestüt? Naja, so, wo die Pferde sind. Und dann, ich habe vorhin ein Video gemacht. Und da habe ich gesagt in dem Video, ich bin die Frau, die die Pferde rausgibt. Ich sag Mr. Beaufort, Ihre Pferde sind bereit. Es hat gedonkt. Also, ich kann keine Sekunde verpassen. Nein, geht rein, Leute. Laura, ihr geht rein, ihr sucht euren Platz. Und ab 7.11., Leute, ciao, bis später, gibt's die ersten 3 Folgen für euch. Für alle. Dann können wir endlich gucken. Ich kann es nicht mehr abwarten. Ich bin übrigens auch schweißnass, kann ich mal sagen, weil ich bin aufgeregt. Ich will wissen, was passiert. Es ist viel Trubel hier. Hier sind so viele Leute. 7.11. Ich muss mir ja irgendwie frei nehmen bis dahin. Ich kann da nichts machen, Leute. Ihr könnt da auch nichts machen. Ich würde kurz mal abgeben zu Melissa. Kamera ab. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Laura. Und auch, ich muss auch sagen, ne, klamottenmäßig haben wir uns auch so ein bisschen abgestimmt. Wir sind einfach 2 College Girls. Die eine auf der Elite-Uni, die andere weiß ich noch gar nicht. Aber was wir auch noch gemeinsam haben, wir sind beide aufgeregt, weil wir uns freuen auf die zweite Staffel endlich. Sie hat es gerade schon gesagt, ab dem 7. November. Und wir gehen jetzt in die Halle. Seid ihr bereit? Leute, da passen so viele Leute rein. Hier wird gleich alles stattfinden. Hallo zusammen, seid ihr ready? Ja, okay, ihr merkt, es füllt sich so langsam. Aber vielleicht können die schon hier sind, noch mal ein bisschen mehr Lärm machen. Freut ihr euch auf Maxen Hall Staffel 2? Sehr schön. Und es erwartet uns hier heute einiges an Programm.
Also nicht nur, dass hier sehr, sehr viele Leute sind. Wir haben hier fast über 3000 Menschen. Hier sind Fans, hier sind Creator und Creatorinnen. Hier sind natürlich der ganze Cast. Alle Menschen, die überhaupt an dieser Serie mitgearbeitet haben. Und wenn ihr eventuell auch Fragen habt an den Cast, dann könnt ihr die stellen. Tippt es einfach rein in den Livestream. Ich versuche sie dann nachher auch zu stellen. Hallo, schön auch, dass ihr da seid. Es passiert einiges. Wir haben nicht nur den Cast nachher auf der Bühne, der Fragen beantworten wird, sondern wir haben eine Fancam. Ihr kennt das vielleicht. Und vielleicht werden Laura und ich die auch versuchen zu bedienen. Wir werden durchgehen und werden gucken, wer hier alles so da ist. Wir werden nachher T-Shirts verschenken. Wer will ein T-Shirt haben von Maxton Hall? Ja. Wir haben eine T-Shirt-Gun quasi. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich freue mich sehr. Wir gucken mal, wer hier so sitzt. Wer ist denn alles da heute? Lass mal gucken. Ach, guck mal, hier sitzt doch Justus, Runa, Damien, Harriet, Ellie, Ben, Andrea, Sonja, der ganze Cast sitzt natürlich hier in der ersten Reihe und die werden dann nachher auch mit auf der Bühne sein. Und wir gucken mal, wer hier sonst noch so sitzt. Hallo! Worauf freut ihr euch so? Auf die Darsteller natürlich, ist doch klar. Und auch auf die Musik natürlich. Also natürlich, ist doch klar. Also auf jeden Fall, das ist das Wichtigste des ganzen Abends. Und man muss auch sagen, vor allem auch bei dieser Serie ist die Musik großartig. Unglaublich, kann sich richtig reinfühlen, einfach von bis alles mit dabei, die Emotion, die Tiefe. Ich bin sehr gespannt, was wir heute zu hören kriegen. Ich sag's ehrlich, ich kann's kaum erwarten. Also wer Staffel 1 geguckt hat, kann sich ungefähr vorstellen, was bei Staffel 2 so auf uns zukommen wird. Was war denn eure Lieblingsszene bei Staffel 1? Oh Gott, warum bin ich denn jetzt? Ich habe dich einfach jetzt ausgesucht. Ja, ich würde ja lügen, wenn es nicht die Spicy-Szenen sind. Natürlich sind die Spicy-Szenen. Aber ich fand die Szene im Auto auch sehr schön. Also die war so emotional und ich habe die einfach geliebt, weil ich fand, dass da so eine emotionale Tension zwischen den beiden war. Also nicht so spicy Tension, sondern so einfach voll romantisch, voll schön und voll echt. Ja. Genau so ist es. Ich glaube auch, das Spiel einfach von Ruby und von James ist einfach so besonders. Man hat das Gefühl, die beiden haben auch als Damian und Harriet einfach so eine tolle Bindung, oder? Ich fand auch die Streitszene auf der Treppe richtig, richtig stark. Die mochte ich auch voll gern, weil die so emotiongeladen war und so stark irgendwie auch dadurch. Habt ihr euch bei der Szene zum Beispiel auch gedacht, krass, ich würde auch gern mal in solchen Situationen genau so reagieren können? Also ich habe mir eher gedacht, ich wünschte, dass die Gegenperson mal so reagieren würde bei mir in meinem echten Leben. Es wäre schon irgendwie keine Hot, aber ja, es ist auf jeden Fall so. Also man fiebert schon immer mit. Also es macht einfach total viel Spaß zuzuschauen. Und auch wie ehrlich das war. Also ganz oft traut man sich ja Dinge nicht zu sagen. Und ich fand, in der Szene ist so rübergekommen, dass sie einfach wirklich ihre Emotionen so rausgelassen haben. Und manchmal ist es halt richtig wichtig so im Leben, dass man das macht. Ich bin sehr gespannt, ob es genauso weitergeht in Staffel 2. Ihr freut euch sicherlich auch schon sehr. Wir können es alle kaum erwarten. Ich gebe jetzt nochmal ab an Laura, mal gucken, was bei ihr so abgeht. Na, ich bin hier mit den Content-Creatern, mit den TikTokern bin ich hier. Was geht ab, Leute? Julie und Jessin, hi. Hi, wie geht's? Mir geht's super. Mit dir? Alles bestens. Habt ihr Bock auf Maxton Hall Staffel 2? Ja, wird langsam Zeit. Hat zu lange gedauert für die neue Staffel. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe gestern Abend beim Outfit raussuchen, habe ich die Podcast-Folge von euch gehört. Ja, und Runa habe ich gehört, das ist immer zur Vorbereitung. Und dachte ich so, sicherlich wirst du heute hier sein. Und dann frage ich mich natürlich, was erwartest du von Staffel 2? Erstmal danke, dass du sie gehört hast, freut mich natürlich. Es war echt... After Hour unzensiert, gerne mal reinhören, Leute. Ja, falls ihr das sehen wollt, natürlich, es war sehr unterhaltsam. Wir hatten mit Runa und Harriet gesprochen und es war halt cool zu erfahren, was hinter den Kulissen passiert. Und coolerweise kennen wir die jetzt eben persönlich und da kann man immer wieder quatschen, was die so machen, was die so tun. Die verraten uns natürlich nichts, deswegen muss ich jetzt alles mal selber gucken. Jetzt ist es ja so, leider, ich finde das überhaupt nicht nötig, aber wir haben es auch vorhin am Blue Carpet und so gesehen, hier sind voll viele Girls. Und das ist wahrscheinlich eine Serie, die vor allen Dingen Girls gucken. Ihr seid aber keine Girls. Und kann man das trotzdem, erzähl mal, ist das trotzdem was, wo du sagst, nö, zieh ich mir jetzt rein? 100%.
Es ist eine Enemies to Lovers Geschichte und ich glaube, die kommen egal bei wem gut an, solche Geschichten. Und deswegen, also ich habe es gefeiert und ich glaube auch ganz viele andere Jungs da draußen, Männer da draußen werden das auch feiern. Warum sollten das auch Typen gucken? Sind Geschichten aus dem Leben. So, das kann irgendwo der Fall sein bei irgendwem, deswegen ist es auf jeden Fall nicht von nichts. Es ist nicht so irgendwo hergegriffen, sondern es kommt schon aus dem Leben. Ich habe vorhin schon einige Leute gefragt, ob sie überhaupt das Happy End wollen. Weil eigentlich will man ja die ganze Zeit schon, dass die beiden irgendwie zusammenkommen. Aber will man das überhaupt? Ja, also ich glaube, jeder will das haben. Da gibt es aber noch ein paar andere Side-Geschichten, die wichtig sind. Erzähl. Ja, es gibt ja die Andrea zum Beispiel, die beste Freundin von Ruby. Sie sucht ja auch wieder eine Liebesbeziehung. Frederik, der die ganze Zeit... Das fühle ich total, wenn das passiert. Eigentlich, ne, so. Und auch, dass die ihr Glück und ihre Liebe finden, genauso wie Justus. Und das Ding ist, eigentlich ist das ja eine Geschichte, die hat man schon tausendmal erzählt. So einer will die andere, der andere will sie nicht. Zwei verschiedene Schichten. Aber die schaffen es ja so zu erzählen, dass alle 3000 Menschen bei der Premiere sind und dass das auf der ganzen Welt so abgegangen ist. Und das ist schon echt speziell. Und das Warum glaubst du, ist diese deutsche Serie jetzt ausgerechnet so ein weltweiter Erfolg? Ich finde, den Cast haben die echt gut gewählt, auf jeden Fall. Die trifft einfach genau, was Mona da machen wollte. Die haben richtig gute Regisseure und ich glaube, der Vibe, wir hatten das Glück, wir durften ans Set. Erzähl mal! Ja, die haben einfach sehr, sehr gut zusammengearbeitet, die haben sich sehr gut verstanden. Die haben da nie mehr als 3 Takes gebraucht für eine Szene. Da fließt einfach alles gut und hat einfach sehr gut funktioniert. Könntest du dir vorstellen, am Maxenhall mitzuspielen? 100%. Okay, was wärst du für jemand? Für was wärst du für eine Rolle? Der war ja schon im Trailer, also wer den gesehen hat, was ich mir vorstellen könnte, was ich spielen könnte. Ich glaube, ich mag Freddys Rolle so gerne, so dieses Unbeholfene. Genau, ein bisschen vielleicht auch so einen spielen, der vielleicht mal so ein paar Aggressionsprobleme hat oder so. Ich glaube, das kriege ich hin. So ein Lacrosse-Spieler, so, der so mit Damian konkurriert. Hä, ich sehe dich da voll, ich schwöre. Das freut mich zu hören, vielen, vielen Dank. Vielleicht ja, also mein Wunsch ist ja heute, wir haben ja hinten so einen Wunschbaum und da kann man so Wünsche ranhängen. Mein Wunsch ist, es soll eine 3. Staffel geben, wenn nicht, bin ich auch mega sauer, meine ich ehrlich. Aber vielleicht nach Staffel 3 Spin-Off? Ich sag nicht nein. Die neue Maxenhall, neue Generation mit dir. Ich sag nicht nein, ich bin der kleine Bruder von irgendjemandem da. Ich mach das direkt. Wir können ja so ein Exchange-Student sein aus irgendeiner anderen College, weißt du? Genau. Da rein und wir sind dann so, ich bin Schweizer, du kommst dann, meinst du, kommst von woanders? Halb Tunesien. Halb Tunesien, du kommst aus Tunesien und so. Leute, ich liebe eure Fantasie und meine noch viel mehr. Aber wir haben irgendwie Mikroaussetzer, deswegen würde ich mal abgeben zu Melissa. Jo. Hallöchen, hier aus der Halle, aus dem Tempodrom. Und wir werden jetzt gemeinsam ein bisschen Bühnenluft schnuppern. Kommt einfach mal mit, denn hier wird es gleich voll auf der Bühne, denn der ganze Cast, alle Menschen, die mitgearbeitet haben an dieser Serie, die werden gleich hier auf dieser Bühne stehen und meine Fragen beantworten, eure Fragen beantworten und auch die Fragen der Fans hier im Publikum beantworten. Mal gucken, wie die Stimmung hier so ist. Freut ihr euch auf den Cast von Maxenhall? Sehr gut. Wer hat... Ich mache jetzt schon ein paar Fragen. Wer hat die erste Staffel einmal gesehen? Wer hat die erste Staffel zweimal gesehen? Okay, wer hat die erste Staffel 3-mal gesehen? Okay, warte kurz. Wer hat die Staffel 1 mehr als 5-mal gesehen? Ja, okay. Es sind hier auf jeden Fall Hardcore-Fans dabei. Mehr als 10-mal? Was ist mit euch? Wow, ihr könnt doch bestimmt jeden Satz mitsprechen. Aber ich verstehe es. Es war wirklich eine Serie, die einen gefesselt hat, die man immer wieder angucken kann. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was in Staffel 2 passiert. Wir haben tatsächlich alle das Privileg, heute hier 2 Folgen schon zu sehen. Ihr müsst euch leider noch gedulden, alle, die da im Livestream sind, bis zum 7. November. Aber dann könnt ihr zumindest schon mal ein bisschen mehr gucken. Ich freue mich riesig. Wir werden heute hier auf der Bühne den Cast haben. Wir werden Menschen haben, die natürlich auch drumherum mitgearbeitet haben an dieser Serie. Regisseur, Produzenten,
Und wir haben auch noch eine Fancam. Das heißt, wir werden durch die Menge gehen und werden euch ein bisschen zeigen. Also guckt noch mal bitte, neben wem ihr heute sitzt. Ja? Wir kennen das Spiel vom letzten Coldplay-Konzert. Also falls ihr neben irgendjemandem sitzen solltet, neben dem ihr nicht sitzen wollt, ändert es jetzt. Ansonsten ist es nachher zu spät. Wir werden nachher noch ein paar T-Shirts hier verteilen und ich freue mich sehr auf das, was alles gleich passiert und vor allem auf das, was wir sehen werden. Wir haben auch alle lang genug gewartet, oder? Ja. Wer hat nach der letzten Folge gedacht, bitte jetzt direkt weiter? Ja. Genau so ging es mir auch. So, wir gehen auf der anderen Seite mal wieder runter. Ich wollte nur kurz ein bisschen Bühnenluft schnuppern, denn die Show hier oben, die geht nachher erst richtig los. Und wie schön sieht es hier bitte alles aus. Auch diese Blumen und so. Es ist alles einfach so hübsch. Und man kriegt richtig dieses Maxton Hall-Feeling. Man hat das Gefühl, man taucht ein so richtig in diese Welt. Und jetzt gucken wir mal, wer hier sich noch so tummelt. Und so langsam füllt sich das hier auch. Und ihr kommt mal mit, wir gucken mal, da kommen doch schon. Jetzt müssen sie sich alle so langsam beeilen. So, wir gucken mal, vielleicht, mit wem quatschen wir? Komm, wir gehen mal da hoch. Kommt mal einfach mit. So, wer hat hier vorhin geschrien, dass er die Serie schon mehr als 5-mal gesehen hat? Okay, alles klar, ganz hoch, kein Problem, das schaffe ich. Wer nochmal? Okay, ich bin auf dem Weg, kein Problem. Ich krieg das hin. So, die Die Hard Fans. Auf wen freut ihr euch besonders heute? Sonja! Auf Sonja? Mhm. Damian? Ja, okay. So, wie oft habt ihr die Serie geguckt? Oh, ziemlich oft, genau kann ich das sagen. Was ist das Besondere? Warum guckt man sich diese Serie einfach so gerne an und noch immer wieder und immer wieder? Ich muss sagen, bei mir kommt es vom Buch und ich finde, die Serie bringt es einfach sehr gut rüber und die Schauspieler sind einfach toll. Konntest du dich mit einem Charakter besonders identifizieren? Also am meisten schon mit Ruby. Und habt ihr auch dieses Gefühl, man guckt die Serie und man verliebt sich einfach so in diese Liebe, die diese beiden haben? Absolut. Was erwartet ihr jetzt von Staffel 2? Ist schwierig zu sagen, aber dass es genauso toll weitergeht. Lassen wir uns überraschen. Hier sind auf jeden Fall ganz viele Fans, die schon seit Monaten warten, dass es endlich weitergeht. Und ich guck mal, wo ist denn Laura? Ich höre dich. Wollen wir gleich mal zu Laura schalten? Okay, dann machen wir das. Wir schalten mal zu Laura. Für eine erfolgreiche Serie gibt es natürlich auch Merch, ist ja wohl klar. Habt ihr was gekauft, sag mal? Was habt ihr gewonnen? Zeigen. Ah, hier kann man das freirubbeln. Und dann könnt ihr vielleicht Socken gewinnen oder ein Cappy. Was würdet ihr am liebsten haben? Cappy. Cappy, ne? Ist cool. Und du auch? Auch, ja. Ich glaube, einen Schlüsselanhänger gibt es aber sowieso, oder? Oder sehe ich das falsch? Was kaufen die Menschen hier am meisten bisher? Wir verlosen nur, also man kann nichts. Man kann gar nichts kaufen. Die Alte hier an der Kamera ist ja gar nicht informiert. Man kann das ja nur gewinnen. Ist doch klar, weiß doch jeder. So, ich würde gerne wissen, was ihr jetzt gewonnen habt. Habt ihr wirklich gewonnen? Ja, dürfen wir die mal sehen, die Cappies? Die haben die Caps gewonnen. Haben sie sich auch gewünscht, haben sie auch gewonnen. Ich flippe aus. Kann ich auch was freirubbeln? Ich möchte auch was freirubbeln. Aber ich habe nichts zum Freirubbeln. Cool. Ihr müsst die jetzt aber auch anziehen, ne? Das wisst ihr schon. Zeig mal, darf ich mir einmal angucken? Maxton Hall. Das Drama geht weiter. Ja, geil. Soll ich dir die aufsetzen? Ja. Du hast ja gar keine Hand frei, meine Maus. Ja, ist jetzt sieht ein bisschen Pedro Lombardi-mäßig aus, aber auf eine gute Art. Ja, viel Spaß euch. Der Becher ist ja auch mega cool. Darfst du den behalten? Ich hoffe. Geil. Ihr seid ja fanmäßig ausgestattet. Viel Spaß wünsche ich euch. Danke, gleichfalls. So. Hat hier noch jemand was freigerubbelt? Habt ihr was freigerubbelt? Heute wollen nicht mit mir reden. Habt ihr was zum Freirubbeln? Habt ihr was zum Freirubbeln? Leider nichts gewonnen. Habt nichts gewonnen? Auch kein Schlüsselanhänger?
Nein, leider nicht. Oder ein Aufkleber. Das müssen wir gleich klären. Aber wir konnten nicht ran, weil ihr hier wart. Na dann, wir wollen euch nicht im Weg stehen. Mann, ey, ich hätte vielleicht einfach das hier anziehen sollen. Oder? Das wäre es doch gewesen. Ich habe mich voll in den Farben vergriffen. Eigentlich ist ja blau und rosa die Farbe des Abends. Habe ich nicht mitgedacht. Aber das gibt's hier nicht. Und, habt ihr was bekommen? Wollen nicht mit uns reden. Möchte noch jemand was freirubbeln? Hat noch jemand was zum Freirubbeln? Ich habe keine Lose zu vergeben. Leute, ich möchte auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Wir wollen doch hier eigentlich weitermachen. Und ich würde sagen, wir gucken uns noch mal an, was in der letzten Staffel eigentlich so passiert ist. Hier ist eine kleine Recap für euch. Achtung. 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 Achtung, Spoiler Alert. Spoiler Alert. Spoiler Alert. Spoiler Alert. Jetzt kommt ein kleiner Season Recap von Maxton Hall, Season 1. Ruby geht auf die Maxton Hall Schule, wo sie mehr oder weniger eine Außenseiterin ist, weil sie aus einer anderen sozialen Klasse kommt. Ruby stürmt in die Schule, weil sie hat noch so einen Zettel vergessen bei ihrem Lehrer. Sie stürmt ins Zimmer rein. Boom. Lehrer macht mit Schülerin rum. Lydia Graham bei frischer Tat ertappt. Die Familie Beaufort hat dadurch natürlich ein kleines Problem, denn wenn das ans Licht kommt, gibt Stress, Medien, dies, das. Ruby hat Lydias großes Geheimnis erfahren. Sie rennt natürlich zu ihrem großen Bruder. Und dadurch kommt sie in Kontakt mit James Beaufort. James versucht, dieses Geheimnis zu verstecken, beziehungsweise Ruby zu bestechen, es niemandem zu erzählen. Sie lässt sich natürlich nicht bestechen, so wie man sie kennt. Das lehnt sie ganz stark ab. Ich glaube, das ist bis heute immer noch einer meiner Lieblingsmomente in der Serie. Und so lernt sich auf einmal Ruby Bell, die das Ganze ja gesehen hat und James Beaufort kennt. Daraufhin lernen wir uns im Veranstaltungskomitee ein bisschen näher kennen, merken, da ist vielleicht auch eine Chemie. Während der Oxford-Vorbereitungskurse gab es einen Streit zwischen Ruby und James. Da gibt es diese wunderschöne Szene, auch eine meiner Lieblingsszenen in Folge 2 auf dem Lacrosse-Feld. Ruby entscheidet sich aber dafür, sich zu entschuldigen, was komplett neu für James ist. Sie geht und in seinen Augen sieht man, dass er sich jetzt verliebt hat. Und das war der erste richtige Annäherungspunkt. Dann haben sie den Plan, eine viktorianische Party zu machen. Für die nächste Party, die viktorianische Party, brauchen die allerdings ein ganz elegantes Fancy Dress. Sie fahren auch zusammen nach London, um im Flagship Store von Beaufort einige viktorianische Kleider anzuprobieren. Und dabei sind sie sich das erste Mal schon ein bisschen näher gekommen. Da aber schon an dem Zeitpunkt kommt Mortimer, sein Vater, in die Quere und behandelt sie wie Dreck und wie Luft. Daraufhin lädt James Ruby zu Cyrils Party ein. Es ist eine ganz neue Welt für sie, weil sie eigentlich nichts damit zu tun hat und auch gar nichts damit zu tun haben will. Sie haben da einen sehr schönen Tanzmoment miteinander. Dieser Frieden hält aber nicht so lang. Bei der gleichen Party schmeißt Cyril Ruby dann aber ins Wasser, in den Pool von ihm. Was Cyril und James und alle anderen Beteiligten aber nicht wissen, ist, dass Ruby panische Angst vor Wasser hat. Wasser ist nicht so ihr Ding. Sie hat ein ganz großes Trauma mit Wasser. Durch den Unfall mit ihrem Vater, wo sie denkt, dass sie daran schuld ist. Wer rettet sie? Natürlich James. Unser Held rettet sie und ist für sie da. James, der Retter in der Not, springt ins Wasser, holt sie raus. Bringt sie dann ins Auto und dort offenbart Ruby James dann, dass sie riesige Schuldgefühle hat. Dann gibt es auch diese ganz schöne Szene im Auto, wo sie da zusammenbricht und es ist so ein sehr ehrlicher Moment zwischen den beiden und man merkt deren Chemie und deren Vertrauen. Und da sind sie sich wieder näher gekommen. Die Liebe könnte so schön sein, aber was dann passiert ist, dass der Vater Mortimer mit in die ganze Geschichte mit eintritt. Mortimer sieht die Bilder von der Party mit Ruby und verbietet James den Kontakt zu Ruby. Ja, der Vater von James, so der alte Patriarch, der ist natürlich komplett dagegen, dass James und Ruby zusammen sind. So, es ist natürlich auch immer ein Auf und Ab. Ne? Es ist immer ein Auf und Ab, weil die Familie von James jemand anderes für ihn vorgesehen hatte. Das hat auch so ein bisschen Geschäftsbeziehungshintergründe. Mortimer hat herausgefunden, dass James und Ruby sich näher gekommen sind und hat ihn deswegen erpresst. Damit er sich von Ruby weiterhin fernhält. Und das tut er dann auch. Und so fing es dann an, dass James Ruby ignoriert hat. Und somit ist auf einmal James ganz kalt zu ihr. Auf jeden Fall gibt es dann so ein Hin und Her zwischen den beiden. Und in Folge 5 bricht es eigentlich dann alles wieder zusammen, dass er sie ignoriert und wieder in so alte Muster verfällt und sie wieder sehr schlecht behandelt. James nimmt Abstand, Ruby nimmt auch Abstand und Drama
Und dann gibt es auch noch ein Handgemenge zwischen James und dem eigenen Vater, wodurch auch hier so ein kleines Pfeilchen am Auge oder am Mund oder im Gesicht auftaucht. Und Ruby ist total verwundert, warum werde ich auf einmal von James ignoriert und das war alles so schön. Und dann nähern sie sich erst wieder in Oxford an, wo aber Ruby schon wieder einen neuen Verehrer eigentlich hat, der sie da so ein bisschen rumführt und der auch ganz nett ist, aber James ist netter. Und dann sind sie auch noch Tür an Tür. Und irgendwann kommt dann diese schöne Szene, wo sie sich auf diesem Hausflur, und nicht Hausflur, Treppenhaus wiederfinden. Wo dann irgendwie alle Gefühle rauskommen. Sie sprechen sich aus. Und diese ganze Situation immer von diesem Auf und Ab gewinnt seinen Höhepunkt. Und Ruby Bell aktiviert so ein bisschen die ganzen Träume und alles bei dem James, der eine Fassade aufgebaut hat über die ganzen Jahre. Und dann kommen die sich auf jeden Fall ganz nah in Oxford und die Welt ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Und endlich kommen die beiden aber romantisch zusammen. James und Lydia fahren dann nach Hause und merken, dass die Stimmung ganz verschoben ist und sie nicht wissen, was los ist. Und daraufhin teilt Mortimer seinen beiden Kindern mit, dass ihre Mutter verstorben ist, während sie in Oxford waren. Also es ist einfach alles relativ scheiße. Ja, das ist es so zusammengefasst. Also nicht, dass alles scheiße ist, sondern dass es viel um Liebe geht, um Intrigen und Party. Genau, das ist das, was in der ersten Staffel passiert ist. Und mal sehen, wie es weitergeht. Und wir sind wieder draußen. Das finde ich richtig schön, weil da drin ist es zwar ultra geil, aber auch ultra warm. Und ich freue mich tatsächlich, dass ich nicht nur mit Mädels hier stehe, sondern auch mit Männern und über Maxton Hall sprechen kann. Ist Maxton Hall was auch bei Tokyo Hotel im Tourbus läuft? Sag ja. Ja. Ich bin late to the party, muss ich offen gestehen. Ich habe die erste Staffel mitgeguckt, meine Frau ist Riesenfan. Jetzt gerade vor einer Woche zum ersten Mal in Vorbereitung auf heute. Aber sehr gut. Ich finde es super, es ist super produziert, aber ich glaube, ich müsste die erste Staffel nochmal gucken und dann die zweite. Ja, eigentlich schon, aber das ist ja gar kein Problem, weil guck mal, kannst du heute nochmal die ersten beiden Folgen der zweiten Staffel gucken. Ja. Ab 7. November, dann für alle Menschen auf der Welt, die ersten 3 Folgen online kannst du dann gucken. Möchte ich mal gerne wissen, wie es bei dir aussieht am 7. November, wenn du dann den 24 Stunden Streaming-Marathon machst. Wie ist das bei euch zu Hause? Schön gemütlich auf der Couch mit dem Hund, ne? Das Bettzeug rübergeholt, Popcorn gemacht und dann wird Maxton Hall gebinged. Ich habe das vorhin schon gefragt, 2 TikToker. Ja. Warum können ruhig auch Männer Maxton Hall gucken? Warum nicht? Also was gibt es denn für einen Grund, warum das... Ja, wir hier auch am Red Carpet und so, oder am Blue Carpet ja viel eher. Hauptsächlich, da waren schon viele Frauen. Ja, ich fand, es war gemischt. Fandst du nicht? Naja. Also, wie gesagt, vielleicht haben wir nur die Frauen rausgesucht. Ja, das kann sein. Ich fand, wie gesagt, es ist einfach sehr gut produziert. Es ist ein toller Cast, super Schauspieler. Ich fand es einfach schön zu gucken. Vor allem Soundtrack fand ich auch gut. Soundtrack war mega. Ja, bin ich gespannt, ob das Level auch in der zweiten Staffel gehalten wird. Aber bestimmt. Ich glaube schon. Und ja, deswegen, das kann... Es soll noch getoppt werden, habe ich gehört. Ja. Na, ich weiß, Tokyo Hotel ist nicht dabei, deswegen kann ich mir das schwer vorstellen. Oh Mann, das sehe ich aber für die 3. Staffel. Ja. Könntet ihr euch das vorstellen, so einen romantischen, weil ich finde, das muss schon ein bisschen traurig sein, sage ich dir ehrlich. Könnt ihr traurig? Kommt doch immer drauf an. Nee, ich möchte aber, dass es traurig ist für die 3. Staffel, wenn ihr da einen Soundtrack zu macht. Sag ja. Ja. Weil ich habe immer so das Ding, habe ich vorhin auch schon erzählt, ich höre dann so einen Soundtrack bei Maxton Hall, der war wirklich super. Und dann, wenn ich dann mit dem Hund draußen bin oder so und es regnet, bin ich in einer Rolle. Ja. Ich bin bei Maxton Hall, ich gehöre plötzlich, 36 ist die Frau, die hier steht. Ich bin plötzlich aber am College, bereite mich auf Oxford vor und ich bin halt voll drin. Das macht Musik dann aber so mit mir. Das stimmt, ja, Musik ist ein ganz wichtiger Teil von so Serien. Und ich muss ja sagen, deswegen finde ich es, glaube ich, auch so schön, weil ich habe die Zeit ja verpasst. Ich bin ja irgendwann ganz schnell raus aus der Schule. Wann bist du raus aus der Schule? In der 12. Klasse. Also das finde ich aber nicht so früh. Ja, aber studieren und sowas habe ich ja alles nie, die erste WG, das habe ich alles nie erlebt. Deswegen... Ja, aber deswegen gibt es solche Serien, ich habe auch nie studiert oder sowas. Und guck mal, wo wir jetzt sind. So. Vor der Kamera. Ja, gut. Aber das Ding ist, Empfehlung. Ich stelle es mir halt, weil ich es aber auch nie hatte, ich stelle es mir eben auch genauso vor wie in Maxton Hall. Absolut. Oder? Absolut. Wehe, das ist nicht so. Genau, wenn es nicht so gewesen wäre, wäre ich traurig. Ja, dann haben wir alles richtig gemacht. Ja. Ich habe hier vorhin
jetzt sind ja schon alle drinne, aber als hier alle auf dem Blue Carpet drüber gelaufen sind, waren hier wirklich so viele Fans. Die haben Outfits angezogen, die haben fast geweint, die haben Fotos gemacht, die haben geschrien, die haben Teppiche geknüpft, 3 Wochen lang. Ja, wow. Die haben so einen Teppich geknüpft und da war dann so das Logo von Maxton Hall drauf und die beiden Hauptcharaktere. Das ist schon krass, was mit Fans abgeht, weil es auch eine weltweite Serie ist. Ja. Und ich finde, es ist in Deutschland eigentlich nicht so üblich, Filme und Musik, dass das weltweit so ein Ding wird. Jetzt habe ich ja aber jemanden von Tokyo Hotel hier stehen, der mir sagen kann, wie das ist, so weltweiten Erfolg zu haben. Ach, selbst ist das immer schwer zu sagen, aber ich finde es schön, dass es eben auch so Formate aus Deutschland, auch Serienformate eben weltweit schaffen, weil das zeigt, dass irgendwie gerade auch dieses Schauspieltalent, was es eben auch in Deutschland gibt, es eben weltweit auch schaffen kann. Und ich finde schön, dass Prime eben auch eine Plattform dafür bietet, vor allen Dingen. Ja, und vor allem dieses Fan-Ding ist halt so krass, wenn man sich die Fan-Accounts anguckt, die zeichnen die Leute, also die machen ja die Serie auch groß am Ende. Wie wichtig sind dann Fans für so Serien oder für Musik, für KünstlerInnen? Unfassbar wichtig. Also ohne die Fans würde es das hier alles ja nicht geben. Ne? Also ich glaube, ich habe noch nie so eine große Premiere von irgendwas gesehen. Deswegen, das ist schon sehr einmalig, dass zu so einer Premiere so viele Leute kommen. Und ich glaube, es ist ja auch bis auf den letzten Platz alles voll heute, super begehrt. Ja, es sind irgendwie fast 3000 Leute, glaube ich. Riesenschlangen, ne? Sonst spielen hier riesengroße Künstler, so wie du zum Beispiel. Und dass eine Serie das schafft, so viele Menschen zu begeistern, ist verrückt. Total. Und jetzt ist es ja aber so, du hast es ja ein bisschen beiläufig geguckt, die Serie. Hast du verraten, deine Frau hat es eigentlich geguckt. Die hat mich begeistert. Hast du dann trotzdem so eine, vielleicht kannst du es so ein bisschen grob, zumindest für dich einmal überlegen im Kopf, so einen Wunsch, wie das jetzt weitergeht in der 2. Staffel? Was willst du da sehen? Was willst du da haben? Eine Hochzeit. In der 2. schon? Nicht? Also eine Hochzeit fände ich gut. Nee, das Ding ist halt, ich wünsche mir noch kein Happy End. Nein? Na, ich will ja, dass es eine 3. Staffel Aber ich bin ja, ich mag ja Happy Ends, deswegen... Ja, 3. Staffel dann, Happy End. Ah ja? Ich will jetzt schon noch so, weil ich glaube, das Ding ist halt dieses Enemies to Lover. Ne? Das ist halt ein Riesending, auch in diesen ganzen Büchern. Das ist basiert ja auf einem Buch und das ist so das, was so Spaß macht. So dieses, die hassen sich erst, dann lieben die sich, dann streiten die sich wieder ganz doll, sind heartbroken, dann kommen die sich aber wieder näher. Und das muss jetzt noch ein bisschen rausgezögert werden, oder toucht es überhaupt nicht? Doch, aber was ist denn der nächste Schritt, den man dann so geht? Na, das möchte ich ja gerne wissen. Vielleicht dann wenigstens. Naja, oder ich habe jetzt gedacht, dass da vielleicht noch eine andere Person reinkommt. Oh, also vielleicht. Dachtest du Fremdgehen? Ja. Ah ja. Das ist dein Wunsch. Ich wünsch mir ehrlich gesagt Fremdgehen in der 2. Staffel. Okay, dann fingers crossed für Fremdgehen. Naja, so habe ich mir das vorgestellt. Ja. Wie ist denn sonst der Abend bisher so für dich gewesen? Hast du dir irgendwas drin angucken können? Da ist ja alles Mögliche. Nee, ich habe mir gerade einen Platz gesucht und dann hast du mich angerufen, dass ich wieder rauskommen soll. Jetzt bitte noch mal kommen, müssen noch ein Interview mit dir machen. Ja, mega. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch ganz viel Spaß. Grüß deine Frau. Mach ich. Macht euch das muckelig, weil es ist eine muckelige Herbstserie. Ja. Heute leider ohne Bettdecke, aber... Ja, aber ab 7. November, Leute, da könnt ihr die ersten 3 Folgen gucken von Maxton Hall. Wir machen uns muckelig. Nicht zusammen, unabhängig voneinander. Und dann wird da richtig der Herbst zelebriert. Bist du so ein Herbstfan? Ich mag Jahreszeiten. Herbst ist nicht meine Lieblings. Meins schon. Ja? Ich liebe den Herbst. Deswegen bin ich auch, ich zelebriere den so krass. Ich mag auch Sommer, aber ich bin auch froh, wenn so vom Sommer... Frühling, ich mag so Aufbruch. Frühling. Doch, Aufbruch. Nicht? Frühling ist so... Dann habe ich noch keine Jacke an, weil ich denke, ich brauche sie nicht und dann brauche ich sie doch auf einmal. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, aber ich finde so Aufbruch und alles wird wieder grün. Aber da ist wieder so Pressure. Also ja, ich habe dir die Frage gestellt und nicht mir, aber jetzt sage ich trotzdem, wie ich das empfinde. Aber ich finde halt so, Frühling ist, ja, ich check, was du meinst. Ich habe dann, also ab Februar habe ich auch wieder Bock, dass es wieder wärmer wird. Aber wenn der Sommer so vorbeigeht und es wird so herbstlich, ich liebe das, auch wenn scheiß Wetter ist, weil kein Druck da ist. Weißt du, weil du bist halt nicht so, oh, habe ich mich heute schon gesonnt, habe ich schon im Garten, habe ich mich schon mit Freunden getroffen, habe ich schon draußen im Café gesessen, sondern ich kann einfach sagen, Wetter ist ja schlecht, ich gucke Maxton Hall, ich habe es mir gemütlich gemacht. Das sind Tage, an denen putze ich mir nicht die Zähne, sage ich dir, wie es ist. Okay, das ist, ja... Danke für die Information. Sehr gerne. Georg, vielen, vielen Dank. Wir schalten jetzt rüber rein. Nee, wir schalten noch gar nicht rüber. Ja. Ich bin viel zu schnell, aber ich habe ja hier zum Glück einen Mann im Ohr, der mir sagt, was... Und was sagt der? Der sagt, dass wir jetzt uns den Trailer angucken für die 2. Staffel. Wie krass ist das denn? Let's go. Open up the door, can you... Manche Träume sind so schön.
dass man die Zeit anhalten möchte. Und manchmal reicht eine Sekunde, um sie in einen Albtraum zu verwandeln. Hi, Ruby. Du hattest ein Leben vor James Beaufort und wirst auch eins nach James Beaufort haben. Es tut mir wirklich leid. Ich wünschte, ich kann es rückgängig machen. Ihr kommt aus 2 verschiedenen Welten. Halte dich von diesem Mädchen fern. Lass die Spiele beginnen. Wenn du das so sehr willst, dass sich nichts in der Welt davon abhalten kann, dann gibst du nicht auf. Willkommen zur großen Weltpremiere von Maxton Hall Staffel 2 live hier aus Berlin, aus dem Tempodrom. Hallo Berlin! Du hast es geschafft! Hallo! Du weißt nicht, was da draußen los ist. Was hast du alles erlebt, sag mal? Du musst kurz atmen. Atme. War gut? Ja. Hast du den Cast gesehen? Ich habe den Cast gesehen, ich habe alle gesehen. Und? Der war krass. Ich habe fast geweint. Ich sehe es. Sollen wir nochmal nachschminken? Ich muss kurz meinen Kaugummi runterschlucken. Ich hatte Interviews, dann habe ich gesagt, ich will aus dem Mund nicht stinken gemacht. und deswegen, ich will einen Kaugummi. Ich schluck kurz runter vor euch ein. Warte, kurz ankauen. Du weißt, das ist nicht so gesund, Laura. Okay, gut. Sie haben's gemacht. Der Kaugummi ist unten. Und wisst ihr, was noch toller ist? Der Cast ist gleich bei uns. Ja, crazy. Der ganze Cast von Maxton Hall ist gleich hier bei uns, wird hier auf der Bühne stehen. Wir werden den Fragen stellen. Ihr könnt den Fragen stellen. Ihr könnt einfach reintippen. Kleine Tippung. Ja. Die Fragen werden uns dann so ein bisschen zugesteckt und dann stellen wir sie für euch. Gar kein Problem. So wird's sein. Du gehst auch einmal dazwischen durch. Ich gehe rein ins Publikum hier sind sowieso. Ganz viele Fans, ja. Macht mal einmal Lärm. Wo sind die Maxton Hall Fans? Okay. Nicht schlecht. Laura, ich habe vorhin schon nachgefragt. Da sind teilweise Leute dabei, die haben die Staffel über 10 Mal geguckt, die erste. Das ist krass, Mann. Und ich finde das super. Das zeigt einfach richtig, was. Das ist Consistency. Da bleiben die Leute dran an ihrem Fandom. Ich will, dass die Leute sitzen, die mitsprechen können. Das ist ein Wunsch von mir. Ja. Kannst du auch ein bisschen mitsprechen, sei ehrlich? In der Fantasie, im Geheimen. Du hast aber Lieblingsszenen, das weiß ich. Du aber auch. Hab ich. Sollen wir die verraten? Erzähl mal deine. Erzähl mal deine Lieblingsszene. Okay. Aus der ersten Staffel Maxton Hall. Was hat dich am meisten getoucht? Wo hast du gesagt, ich krieg die Krise, die Szene bekomme ich nicht mehr aus dem Kopf? Sag. Es gab sehr, sehr viele Szenen, aber es gab eine ganz bestimmte Szene. Ja. Da hat man gemerkt, okay, Enemies to Lovers. Weißt du? Da hast lieb ich. Da hast du richtig gemerkt, okay, da ist kein Streit mehr zwischen den beiden. Die lieben sich jetzt. Die lieben sich einfach. Ja, will ich sehen. Okay, zeige ich euch. Hier ist meine Lieblingsszene. Oh, where's my love? I am searching high, I'm searching low in the night. Ooh, does she know that we bleed the same? Ooh, don't wanna cry, but I break that way. Did she run away? Did she run away? I don't know. If she ran away, come back home. Just come home. Verstehst du? Oh Gott. Verstehst du? Ja, könnt ihr mal Versteht klatschen? ihr mich? Das ist ja wohl hochemotional. Ja, ich verstehe. Weißt du, was ich mir denke? Ja. Einmal so angeguckt werden wie Ruby von James. Einmal so im Leben. Einmal so angeguckt werden. Made us love, find us. Wirklich. Also es war wirklich eine super, super schöne Szene. Die Musik auch wieder toll. Ja. Aber es gab ja auch andere schöne Szenen. Das Ding ist, ich liebe die Szene auch. Aber da war er ja schon so richtig in sie verliebt. Ja, da war hat er ja richtig gemerkt, drin. okay, alles klar, ich liebe die. It's over, ich lieb dachte die. er. Es gibt aber einen Moment, Melissa, da merkt er, da ist so ein ganz bisschen was im Auge, so ein kleines Lachen. Und da denkt er sich so, aha, so ist die also. Und das ist die Mittelfingerszene. Das ist die. Kennt ihr die Mittelfingerszene?
Die ist großartig. Ja, das ist meine liebste Szene auf dem Lacroix vor allen Dingen. Lacroix-Platz. Und sie macht ihm die Ansage. Nee, sie entschuldigt sich. Und dann geht sie einfach und zeigt ihm so einen dicken. Und ich liebe das. Die möchte ich noch mal sehen, die Szene. Let's go. Gucken wir uns an. Willst du Lexington jetzt auch noch über meine Freizeit Bericht erstatten? Ich wollte dir sagen, dass du recht hattest. Ich kenne dich nicht. Ich habe mich absolut daneben benommen im Oxford-Kurs. Keine Ahnung, was mich geritten hat, aber es tut mir leid. Die viktorianische Party war wirklich die bessere Idee. Natürlich ist sie das. Wie läuft's mit dem Kleid? Nicht so ganz wie geplant. Was ist passiert? Es ist verbrannt. 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 Das Plakat wird wahrscheinlich nicht unser Bestes, aber naja. Man kann eben nicht immer gewinnen. Okay, dann. Bis Montag. Ah, und schönen Gruß an Lexington. Ja, siehst du das in den hab Augen? Ich gesehen. Applaus War für diese eine gute Szene. Augen! Für diese Augen! Für diese 4 Paar Augen, muss man wirklich sagen. Also für die 4 Augen und den Mittelfinger. Oh, genau so ist es. Denn dieser Blickaustausch, der war alles. Ja, der war krass. Wirklich, Mann. der war so schön. Und so ein paar schöne Blicke, die können wir heute auch einfangen. Von euch? Ja, wir haben nämlich eine Fancam. Also, und die komm, wir zeigen die mal. Wir zeigen die jetzt mal und vielleicht können wir die auch selber bedienen. So Kamerakind-mäßig? Ja, so Kamerakind-mäßig. Großer Traum von mir gewesen. Ich weiß. Kamerakind Laura wollte schon immer mal an die Kamera. Oder? Darf ich da mal ran? Ja? Da suche ich. Okay. So, da wird sich jetzt einer rausgepickt, sage ich euch. So, such dir jetzt mal jemanden raus. Ich muss mal gucken, wie das hier geht. Warte mal, wie war das jetzt nochmal? Oh. Kannst auch ranzoomen. Warte mal, wo ist Zoom? Wo ist Zoom? Laura macht das super. Na, Kamera kann sie ja. Ja, sie hat eine Ausbildung zur Kamerafrau gemacht, aber hat nach 3 Tagen abgebrochen. War nichts für sie. Ja, aber was ich richtig gut kann, ich kann gut Fans erkennen. Das ist schön. Ich will jemanden, der so da oben irgendwo ist, weißt? Ja, ja. So jemand, Guck mal, da winkt doch jemand, der so winkt und sich so anbietet. Zum Beispiel sie hier. Warte mal, wo mache ich das hier scharf? Komm mal her. Das ist doch ein richtiger... Ich glaube, sie sieht sich schon. Da ist sie doch. Süß. So, zu dir komme ich jetzt. Pass mal auf. Willst du einfach direkt hingehen, Laura? Ich finde sie gar nicht. Wo ist sie denn? Wo? Da, guck mal, sie steht auf. Oben? Da komme ich hin. Ist ein langer Weg. Ich gehe da jetzt hin, okay? Okay, ciao. Okay, ciao. Viel Spaß. Liebe Grüße. Ja, mache ich. Ja. Und wir gehen wieder auf die Bühne? Na gut. Ihr müsst noch mal richtig doll auf sie zeigen, so richtig schlechte Freunde sein. So, dass ihr danach sagt, ihr seid so kacke, dass ihr da einfach auf mich gezeigt habt. Ich wollte nicht, dass die kommen mit ihrem doofen Mikro. Tacho. Hallo. Na, hast Bock? Ja, sehr. Ja, worauf freust du dich am meisten? Auf die Szenen. Auf die Szenen? Worauf denn sonst? Blöde Frage, Laura. So, wo ist sie denn jetzt, meine Maus? Da wird gezeigt. Das mögen Leute. So, hier, sie! Sie will es. Moment.
Hallo, hallo, hallo. Da ist sie ja. Hallo, Applaus. Wie heißt sie denn? Lucy. Lucy, komm, wir setzen uns mal hin, Lucy. Ah, endlich sitzen die alte Frau. Oh, ganz klein bin ich hier neben dir. Lucy, na? Wie ist es? Mega, oder? Ja, worauf freust du dich? Bist du so Maxton Hall Ultra? Ultra ist jetzt ein krasses Wort. Aber du hast die erste Staffel geguckt? Ja, ich habe die Staffel geguckt und ich fand sie super. Und was war so das, was dich so gecatcht hat, wo du gesagt hast, okay, jetzt hier ist ein kleiner Fan aus mir geworden? Ach, ich fand das vorhin eigentlich eine schöne Zusammenfassung, was du gesagt hast. Du, keine Angst. So kleine Momente irgendwie, schöne Momente irgendwie in der dunklen Welt, in der wir uns gerade Oh, süß. Jetzt kommen die ja gleich alle so peu à peu auf die Bühne. Der Cast. Gibt es irgendwen, auf den du dich am meisten freust? Oh, wir haben vorhin also meine Freundin, die ist leider verrutscht in der Reihe und die sitzt jetzt ganz am Ende. Einmal zeigen, bitte. Also wir haben den Jackpot gezogen. Wir sind hier zusammen hergefahren. Sie aus München, ich aus Heidelberg. Und jetzt aus Heidelberg? Ja. Und jetzt sitzt sie am anderen Ende der Reihe. Ganz toll. Ja, Applaus für euch. Genau, wollte ich erzählen. Und meine Freundin und ich haben uns total gefreut, weil wir draußen so einen kleinen Fan-Moment mit ein paar Hauptdarstellern hatten. Mit wem denn? Mit Damian tatsächlich. Wow! Und wir haben Harriet von ein bisschen weitem gesehen. Das war auch krasses Kleid, oder? Mega, ja, toll. Wenn man sowas anziehen kann. Was würdest du denn für eine... Hä? Wir hätten das auch anziehen können. Ja, auf jeden Fall. Was würdest du denn jetzt fragen, wenn du eine Frage stellen könntest? An wen? An wen du willst. Naja, kannst ja noch mal kurz überlegen. Applaus für Lucy. Wollt ihr vielleicht noch näher ran? Melissa, ich würde mal wieder abgeben zu dir. Ja. Sehr gerne. Ich stehe nämlich hier noch auf der Bühne. Und jetzt geht's hier gleich los, denn wir wollen natürlich den Cast hier auf der Bühne sehen, oder? Ja, dann fangen wir doch direkt an. Ich muss aber sagen, dass ich das so irgendwie noch nicht so richtig kann. Also ich hätte schon gern ein bisschen mehr Lärm hier auch in der Halle. Freut ihr euch auf den Cast von Maxton Hall? Kann man das noch ein bisschen lauter hören? Ja. Ja, doch. Okay, dann machen wir das jetzt. Und ich freue mich sehr, jetzt die ersten beiden aus dem Cast hier auf diese Bühne zu holen. Macht bitte einen riesen Applaus für Frédéric Ballonnier und Andrea Guo. So schön, dass ihr da seid. Willkommen. Leute, Andrea, weißt du noch damals, allererste Staffel und jetzt hier so eine Halle komplett voll? Das ist nicht echt. Das ist nicht echt. Das ist komplett echt. So schön, dass ihr da seid. Und Frédéric, wie ist es für dich? Wie waren die Dreharbeiten? Wie war es für dich, in diese Maxton Hall-Welt einzutauchen? Boah, erstmal, wow, ist das krass, hier zu stehen gerade. Es war wirklich einfach ein einziges Geschenk. Ich kann es nur immer wieder sagen, dass ich so eine Figur spielen durfte, die auch einfach fernab von mir ist. Ich spiele so einen kleinen Nerd, der irgendwie Ruby hinterher dackelt. Und ja, es hat total Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Wir sind sehr gespannt zu sehen, was du da gespielt hast. Andrea, wie war es für dich, wieder zurückzukommen, wieder zurück nach Hause, wieder zurück in die Maxton Hall-Welt? Was war diesmal anders im Vergleich zur ersten Staffel? Also es war total schön, erstmal wieder zurückzukommen und ich glaube, das war auch total, also es hat
es war dann einfacher quasi in die Rolle direkt reinzukommen, weil man die Kostüme dann anhatte und dann konnte man sich schnell wieder fallen lassen und dadurch, dass viele vom Team auch die gleichen geblieben sind, fiel es total einfach und ich glaube, in der zweiten Staffel haben wir uns einfach nochmal tiefer und besser kennengelernt, das hat sich geändert und in der zweiten Staffel wird es auch ein bisschen erwachsener, spicier, ja. Das hören wir doch gerne, oder? Es wird ein bisschen spicier. Ich weiß, wir sind vorhin schon durchgegangen und alle waren so, ja, und wir freuen uns richtig doll auf die spicy Szenen. Und ich muss ja ehrlich sagen, so eine Freundin wie Lynn zu haben, ne, wünscht sich doch wirklich jeder, oder? Jawohl. So, und was ist das Besondere an deinem Charakter? Was ist das Besondere an Lynn? Ich schätze wirklich an Lynn, dass sie so eine selbstlose Person ist, dass sie immer ihre Bedürfnisse zurückschraubt für die Leute, die sie liebt. Und ich glaube, das macht sie so besonders. Genau so ist es nämlich. Und Andrea, ich muss auch sagen, herzlichen Glückwunsch. Du hast nicht nur eine wunderbare Lynn gespielt, sondern das Publikum hat sich so verliebt in deine Darstellung als Lynn, dass du jetzt quasi noch in ein weiteres Prime-Video-Format drin bist. Und zwar wieder in einer anderen, angesehenen Schule, aber diesmal in Italien. Es geht um Love Me. Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen. Ich darf endlich sagen, dass ich bei Love Me mitmachen darf. Herzlichen Glückwunsch! Oh. Do we have Italians here? Does anyone know Love Me? Da. So yeah, I finally can announce that I will play Amelia Hood. And this one will be very different. We shot in English, we shot in Italy, so Amelia is quite different from Lynn, and that's actually everything in the new movie, actually. We're going to see love triangles, we're going to see drama, everything we want to see, so stay tuned for Love Me, und lasst uns zusammen heute Maxton Hall Season 2 feiern. Wir freuen uns so sehr. Und Freddy, was hat dir am meisten Spaß gemacht, Kieran zu spielen? Ja, also wie gesagt, ich habe es ja schon kurz gesagt, so eine Figur zu spielen ist, finde ich immer mega, mega spannend, weil es halt auch fernab von dir ist und ich denke jetzt auch einfach jetzt für die zweite Staffel an diese Szene, die ich glaube, wir werden es auch gleich sehen, jetzt hier in der zweiten Folge passiert ist. Da gibt es eine Szene in einem Galerieraum mit Kieran und James und in der zweiten Staffel wurden dann so ein bisschen auch diese Comedic-Scenes für mich reingeschrieben, was erstmal vielen Dank dafür. Extra für dich reingeschrieben quasi. Ja, und ich habe ist es in der Galerie und ich habe, Andrea und ich, wir haben beide eigentlich so eine Statue zu Hause stehen als Andenken daran. Ach, wie habt ihr die einfach mitgenommen? Uns wurde die geschenkt. Ah, habt ihr die einfach geklaut? Vielleicht. Okay, habe ich mir doch mal gedacht, zu Recht. Ey, sehr nice. Ich frage mich, ob Laura irgendwo in den Fanrängen gerade ist und vielleicht eine Frage aus den Fanrängen hat. Ich habe eigentlich eine Frage, aber hier wurden mir andere Sachen durchgegeben an meinem Ohr. Und zwar? So. Hier wurde nämlich gesagt, dass hier eine T-Shirt-Kanone auf uns wartet und dass wir hier T-Shirts ins Publikum reinmachen. Wollt ihr das machen? Wollt ihr das machen? Habt ihr da Bock drauf? Ja, dann. Wo ist die T-Shirt-Kanone, Leute? Alter, habt ihr da Bock? Mach, komm. Aber wir müssen, glaube ich, ein Stück von der Bühne da hinten hingehen, damit wir an die Ränge kommen. Und warte mal, soll ich dir kurz zeigen, wie es funktioniert? Wir müssen hier runter. Guck mal, du kannst hier machst du ein bisschen Druck drauf, aber noch nicht. Hier machst du Druck drauf, bis zum roten. Bis zum roten. Und dann drückst du drauf. Warte, ist da ein T-Shirt drin? Noch nicht jetzt drücken, bitte, ich guck nur rein. Okay? Dann wir gehen einmal hier runter und dann versuchen wir, dort in die Ränge reinzuschießen, okay? Aber erstmal Applaus für Andrea und für Freddy. Wir gehen hier durch. Wir wollen ja, dass die Ultra-Fans T-Shirts bekommen. Ja. Wohin soll Freddy denn schießen? Hast du dir schon eine favorisierte Seite rausgesucht? Ja, nicht so leicht. Warte, komm noch ein Stück hierher. Mach so von hier ungefähr. Okay. Komm her, komm vorbei. Warte mal, auf was hast du eingestellt? Alles. Mach noch ein ganz kleines bisschen. Ja, und jetzt? Und jetzt gib ihm. Hier, komm, da.
Wow! Wow! Ist da noch was drin? Wir brauchen noch ein T-Shirt. Moment. So, Andrea, gib alles for the girls. Wir müssen erst ein bisschen aufladen. Ja, die ist super schwer. Zeig dir doch einmal, wie man das auflädt. Hier unten. Warte. Ist sie jetzt kaputt gegangen? Es geht nicht. Es geht leider nicht. Ist kaputt gegangen gerade? Mann. Hast du sowas? Kannst du gut werfen? Nee. Doch. Okay, komm. Ich schwöre, du kannst werfen. Okay, ich werfe. Ich schwöre, du kannst das. Wo soll Andrea einwerfen? Du schaffst das. Oh Gott. Jetzt zeig mal her. Ja, guck dir den Kolben mal an. Was ist denn hier? Geh richtig daran. Sehr gut. Applaus für Andrea. Ich kann nicht fassen, dass es jetzt kaputt gegangen ist. Du hast es kaputt gemacht. Ich schwöre, ich war es nicht. Nee. Ich schwöre, du warst es. Nein. Auf jeden Fall. Aber es ist tatsächlich kaputt. Okay, wir geben die ab. Habt ihr schon ein Foto gemacht auf der Bühne? Nee, noch nicht. Dann let's go. Gib mir die T-Shirt-Kanone. Ich weiß, du willst sie gar nicht mehr hergeben. Du findest das ein bisschen geil, ne? Ja. Applaus! Wo hab ich So, also, unglaublicher Abend, oder? Also Maxton Hall Staffel 2, Weltpremiere hier in Berlin. Und was haben wir nicht schon alles erlebt? Der Blue Carpet war full mit Creator und Creatorinnen aus der ganzen Welt. Der ganze Cast ist hier. Das Who is Who. Und ich freue mich auch sehr, dass so viele Fans hier heute da sind, die natürlich richtig deep drin sind in der Maxton Hall Welt. Ja, macht mal Lärm! Jawohl! Weil wie oft kommt es vor, dass man eine Premiere hat und dass so viele Fans auch eingeladen sind? Das ist super selten. Und so eine große Premiere, auch das ist sehr selten. Und wir freuen uns alle sehr, gleich auch die ersten beiden Folgen der zweiten Staffel schon zu sehen. Ihr bekommt sie dann ab dem 7. November. Also es ist nicht mehr so lang, ein bisschen müsst ihr noch warten. Und wir machen jetzt hier weiter. Ich weiß, ihr wartet nur darauf. Ihr wollt natürlich den Cast hier auf der Bühne sehen. Und den bekommt ihr jetzt auch. Also macht mal Lärm für Gina Henkel, Martin Neuhaus und Runa Greiner. Das abgefahren. Unglaublich, oder? Ich kann nicht mehr. Es ist so schön, dass ihr da seid. Ich freue mich so sehr mit euch. Ich freue mich so sehr, dass diese Serie so ein Riesenerfolg geworden ist und dass wir jetzt hier stehen vor so vielen tausenden Menschen, dass uns aus der ganzen Welt gerade Leute zugucken. Das ist so schön und liebe Gina, auch herzlich willkommen quasi. Wie war es für dich, jetzt Staffel 2 neu zum Cast dazugekommen? Wie wurdest du aufgenommen? Wie war's? Super, super schön. Also es war wirklich, ja, als wäre ich in der ersten Staffel auch schon dabei gewesen. Alle haben mich ganz herzlich willkommen geheißen. Es war eine ganz tolle Atmosphäre. Es ist ein fantastisches Team, fantastische KollegInnen. Es war die allerbeste Zeit. Das glaube ich. Ich muss auch sagen, ich habe ja nur Staffel 1, die Premiere schon moderiert und jetzt hier. Und ich habe schon das Gefühl, ihr seid einfach so eine Family. Man fühlt sich irgendwie sofort wohl in eurer Gegenwart, weil man das Gefühl hat, irgendwie das ist schon so ein richtiges, eingeschworenes Team. Das ist richtig schön. Und ich muss sagen, Runa als Ember, du hast so einen Hammer-Charakter da. Du bist eine selbstbewusste, starke Persönlichkeit, die witzig ist, die so viel mitbringt. Und ich habe das Gefühl, da sind auch einige Gemeinsamkeiten zwischen deinem Charakter und dir. Nee, gar nicht. Gar nicht. Ja, ich glaube, Ember, Runa, Ember, das vermischt sich alles irgendwann irgendwie. Aber ich freue mich darüber, dass ich Ember spielen darf und dass ich vieles von Ember mit nach Hause nehmen darf nach den Drehtagen und dass ich mir von Ember noch eine Scheibe Selbstbewusstsein abschneiden konnte.
Das glaube ich, weil das ist ja echt so ein toller Charakter und ich sehe aber auch schon, das Schöne ist, man sieht ja auch so eure Entwicklung, ne? Nach Staffel 1, ganz am Anfang und jetzt nach dieser ganzen Zeit, was das auch mit euch macht. Ja. Das ist so schön zu sehen. Und Martin, wie war es für dich, wieder zurückzukommen? Was macht deine Rolle so besonders als Serienpapa? Oh Gott, also erstmal, liebe Leute, ist es nicht toll, so eine Familie zu haben? Ja. So eine Tochter und so eine Frau? Ein Gruß auch an Harriet hinter der Bühne. Das ist ein ganz großes Geschenk und ich bin einfach nur dankbar, diese Rolle spielen zu können und einfach, wie soll ich sagen, der Hafen vielleicht zu sein für diese total unterschiedlichen Mädels. Und wenn ich sie mir beide angucke, die könnten vielleicht wirklich von mir sein. Das habt ihr total toll gecastet. Vielen Dank für die Töchter, vielen Dank für die Frau. So schön zu sehen und zu hören. Und nicht nur ich habe Fragen an euch, auch die Fans, die hier sind in der Halle. Und deswegen schalten wir mal zu Laura. Bei wem bist du gerade? Ja, ich sitze ja wohl bei Jasmin mit dem schönsten Lidschatten im ganzen Tempodrom. Hallo Jasmin. Warte mal. Laura, wo bist du? Wink mal. Hier! Laura! Super. Matti, Grüße! Grüße! So, das war was Internes zwischen uns beiden. Ja, das war was Privates. So. Ganz genau. So, zurück zu dir, Jasmin. Wie oft hast du Maxton Hall erste Staffel geguckt? 2-mal. Das ist schon ordentlich. Das ist schon ordentlich. Was hat dir so am meisten gefallen, dass du sagst, ich bin jetzt ein Fan? Die Tension zwischen den Charakteren, so des Enemies zu Lovers. Ich finde, es hat einfach total gematcht, wie sie sich anschauen. Also war wundervoll. Ja. Und du hast auch eine Frage an den Cast. An jemand Bestimmtes oder allgemein? Kannst einfach mal loslegen. So allgemein an die gerade dastehen. Was war eure liebste Szene? Was hat am meisten Spaß gemacht zu drehen, für euch persönlich? Ja, will ich auch mal wissen. Ich weiß nicht, ob wir was verraten dürfen. Aber ich kann ganz, ganz allgemein sagen, dass für mich das größte Geschenk dieser ganzen Serie ist, Harriets Schwester zu spielen. Und dass jede Szene mit Harriet unfassbar viel Spaß macht und ganz oft in sehr großen Lachanfällen endet. Da sitzen Harriets Eltern! Es sind hier ganz, ganz viele Menschen, die ihr heute noch entdecken werdet. Ihr seid auch schon wieder befreit quasi. Ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier seid, dass ihr auch die Fragen beantwortet habt. Ihr könnt jetzt hier einmal noch kurz Fotos machen. Ja. Und einen riesen Applaus abkassieren, bitte. Dankeschön! Schönen Abend! Gina, Runa und Martin, vielen Dank. So, und dann würde ich sagen, machen wir einfach direkt weiter. Ja? Habt ihr Bock? Wie ist die Stimmung? Jawohl. Laura, wo bist du eigentlich? Hier. Die läuft da oben irgendwo. Hier ist sie. Nee, da oben bist du. Wie ist denn die Stimmung bei dir in den Rängen? Ja, weiß ich nicht. Wie ist sie denn so? Super. Mega. Und bei dir? Auch gut. Habt ihr Bock? Ja. Oh mein Gott. Dann möchte ich einmal ganz laut Wuh hören. Ziemlich gut, Melissa. Wer kommt denn gleich zu dir auf die Bühne? Das werde ich ja wohl jetzt verraten. So, seid ihr bereit? Dann kommen jetzt hier Justus Riesner, Govinda Gabriel, Ellie Riccardi und Ben Philippe als Alistair Ellington, Elaine Ellington, Cash Pavel und Kyrill Vega. Ihr seht. Hey. I'm sorry, Entschuldigung, bitte können wir noch mal einen Riesenapplaus allein nur dafür haben, wie die gerade aussehen auch bitte. Excuse me. Es ist so schön, dass ihr da seid. Es ist toll, dass so viele Menschen gekommen sind, um mit uns allen gemeinsam Staffel 2 zu feiern. Und ich habe ganz viele Fragen. Wo fange ich an? Justus, Alistair ist... Hi, hallo. Hi. Ist Hallo. eine. Ja, hi. Ist James' engster Freund. Was würdest du sagen, verbindet so die beiden? Was ist so das Wichtige für James auch? Warum ist er mit Alistair befreundet? Ich glaube, was die beiden verbindet, ist, dass die beiden in ähnlichen Umfeldern aufgewachsen sind. Beide müssen irgendwie diese patriarchalen Strukturen durchbrechen, um irgendwie ihre wahre Bestimmung zu verfolgen. Und ich glaube, Alistair musste das ein bisschen früher tun, als James es getan hat. Und deshalb dient er für ihn irgendwie vielleicht auch so ein bisschen wie ein Spiegel und als Inspiration.
Ja. Und man muss ja sagen, für Ruby ist er ja auch tatsächlich so ein wichtiger Ally und auch das, obwohl irgendwie die Schwester nicht so richtig dafür ist. Warum glaubst du, ist das so? Ich glaube, Alistair ist so ein bisschen der Durchblicker und James emotionaler Kompass. Und checkt irgendwie, was ihm gut tut. Und ich glaube, Ruby tut es auch. Und in der ersten Staffel hat Alistair halt gecheckt, dass Ruby James gut tut. Stimmt. Und war deswegen halt auch einfach ein Befürworter für Ruby. Und ich glaube, das hat die beiden auch irgendwie ein bisschen verbunden. Ich bin so gespannt, was in Staffel 2, wie das so weitergeht, ne? Okay, sehr schön, vielen Dank. Man muss ja auch sagen, wir haben in dem Trailer ja auch gerade gesehen, dass Elaine ja auch so ein bisschen Mitschuld hat, dass es kriselt zwischen Ruby und James. Kannst du die Beweggründe verstehen, warum sie so in diese Situation gekommen sind? Die Beweggründe von Elaine? Ich glaube, dass sie einfach ganz doll verzweifelt ist, dass sie ihre Zukunft quasi vor sich verpuffen sieht und das quasi it's like her last resort. Sie weiß nicht, wie sie anders damit umgehen soll, mit diesen riesengroßen Gefühlen von Wut und Hass und Eifersucht und Unwissenheit. Und wie war das für dich? War das eine große Herausforderung, auch nochmal so diese Gefühle rauszuholen aus dir? Für mich persönlich nicht, aber das liegt vor allen Dingen daran, dass man so tolle Kolleginnen und Kollegen hat, die einen so auffangen und einem auch erlauben, das zu spielen und da auch voll reingehen zu können. Ihr seid ja auch alle so Team des Lacrosse-Teams. Sportliche Herausforderung. Habt ihr euch nochmal alle gesondert vorbereitet? Auch jetzt vielleicht nochmal extra für die zweite Staffel? Ja, ich hatte noch einen Lacrosse-Schläger. Da habe ich den Ball rein und habe den immer geworfen und mein Hund hat den Ball wieder geholt. Das war so meine größte Vorbereitung. Sehr gut. Du hast den Lacrosse-Spieler angeguckt, Justus. Jeden Tag trainiert eigentlich. Ausschließlich Lacrosse trainiert. Okay. Ja, ich auch. Ich auch. Ja. Glauben wir euch? Sehr gut. Es gibt auf jeden Fall noch eine Fanfrage von Laura. Da schalten wir einmal ganz kurz hin, bevor wir hier weitermachen. Könnt ihr mich hören? Ja, wir hören dich laut und deutlich. Emma. Wo bist du denn? Emma. Da Hallo. Applaus für Emma. Emma, du hast gerade gesagt, du hast in der Schule Musical aufgeführt und es war ganz traurig, als die mit der letzten Szene fertig wart. Ja, es war viel Arbeit, das ganze Musical auf die Beine zu stellen und es war sehr traurig dann am Ende, als es vorbei war. Dann kannst du ja vielleicht mal fragen, wie das bei denen gelaufen ist. Ja, wie war das für euch, dass nach der ersten Staffel dann erstmal alles vorbei war? Wie habt ihr euch da gefühlt? Wir wussten ja, dass wir zurückkehren. Und das war schön und das hat uns, glaube ich, alle gehalten. Kann ich nur unterschreiben, ja. Ich auch. Ja, ich auch. Habt ihr Party gemacht danach? Habt ihr gefeiert? Wie war die Party danach? Seid ehrlich. Wie lang ging die? Ehrlich können wir damit nicht sein. Okay, dann, also das, was für die Öffentlichkeit ehrlich sein darf. Gut, vielleicht war es auch einfach schon eine Antwort. Wir lassen es einfach so stehen. Vielleicht ist es ganz gut. Wie ist es denn jetzt für euch, Govinda und Ben, wie ist es für euch jetzt einfach nochmal hier zurückzukehren und einfach auch nochmal hier zu sein und zu sehen, ey, wie viele Menschen hier sich versammelt haben, um mit euch gemeinsam das zu feiern hier? Wie fühlt sich das an? Ja, überwältigend, ne? Ist schon krass irgendwie. Also wie viele Menschen hier sind und irgendwie wegen dem, was wir wo wir die erste Staffel angefangen haben, haben wir, glaube ich, nicht gedacht, dass wir vor sowas hier mal stehen. Und deswegen einfach nur vielen, vielen Dank und macht mal Lärm für euch selbst, ey. Ist auch laut, wenn so viele Leute klatschen. Ich weiß. Absolut. Wie hat sich denn auch euer Leben verändert seitdem? Ja, wir durften ein bisschen mehr Lacrosse spielen. Justus, hat sich für euch hat sich's krass verändert? Voll. Also ich glaube, für uns alle hat sich irgendwie unser Leben verändert. Wir werden teilweise auf den Straßen erkannt, ein bisschen Fotos machen mit Leuten, was aber auch super schön ist, weil man so direktes Feedback auch von den Fans irgendwie kriegt. Und ja, ich glaube, das war ein geiler Start unserer aller Karrieren irgendwie, für die jetzt noch nicht so Damian oder Harriet waren. Sehr gut. Und könnt ihr so einen kleinen Gefühlstipp geben? Worauf können wir uns gefühlstechnisch einstellen bei Staffel 2? Alles. Alles einmal durch die Bank weg. Rollercoaster. Es wird ein Wechselbad der Gefühle. Seid ihr bereit für dieses Wechselbad der Gefühle? Seid ihr bereit für dieses Wechselbad?
Dann bitte noch mal einen großen Applaus für diese 4. Ihr macht hier noch Fotos. Ich darf euch einmal hier noch zur Seite bitten. Ihr macht hier noch Fotos. Vielen Dank an euch. Danke euch. Und ich gebe ab zu Laura, denn die hat ein kleines Quiz vorbereitet. Das ist eine kleine Quizmaus. Ja, ich muss erst mal wissen, wer hier im Tempodrom ist der größte Maxton Hall-Fan? Du da oben? Bist du bereit für ein Maxton Hall-Quiz mit mir? Dann komme ich. Du wolltest es so. Und hier komme ich mit meinem Quiz. Applaus dafür, dass du so mutig bist. Ich sage euch ehrlich, so viele Treppen bin ich die letzten 3 Jahre nicht gelaufen. Wo ist sie denn jetzt? Ach so. Wie heißt du denn? Manja. Manja. Wie oft hast du Maxton Hall geguckt bisher? 100 Mal. 100 Mal mindestens. 100 Mal? So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Es ist das große Maxton Trivia Quiz. Frage Nummer 1, Manja. Welcher Song läuft im Trailer zu Staffel 2? Billie Eilish. Den habe ich gestern gegoogelt und weiß ich nicht. Ich kann es auch nicht aussprechen. Chihiro. Sehr gut, richtig. Wow. Na, nicht gucken. Manja? Ich habe Kontaktlinsen, ich sehe das und so. Ja. Hab Kontaktlinsen nicht. Ja, mit Kontaktlinsen siehst du's. Um die Ecke. Zweitens, an welchem Datum kam Staffel 1 raus? 9. Mai 2024. Das stimmt! Crazy. Okay, das weißt du nicht. Manja, das nächste weißt du nicht. Drittens, wie lautet Rubys zweiter Vorname? Täubchen. Oh, scheiße. Jamal. Jamal? Fast. Jemima, genau. Jemima, richtig. Welcher Song läuft während der Tanzszene in Staffel 1? Der Mut hier, Mut to the Weekend. Mut to the Ja, Month to Flame the Weekend, richtig. Schaffen wir noch eine? Eine schnelle. Wie lautet der Titel der Buchvorlage von Staffel 2? Save Me. Staffel 2. Save Us. Staffel 2. Save You. Genau, Applaus für Manja. Ich habe kein Geschenk für dich. Ich versuche ein T-Shirt für dich zu besorgen, okay? Kriegen wir hin. Was geht bei dir ab da unten, Girl, auf der Bühne? Ey, einiges, denn hier geht's gleich weiter mit dem Cast. Ich habe probiert, so ein bisschen mitzuhören und zu gucken, ob ich selbst die Fragen beantworten kann. Ich war gar nicht so schlecht. Wie war's bei euch? Schreibt mal in den Livestream rein. Schreibt mal rein, wie gut ihr diese Fragen beantworten hättet können. Und jetzt machen wir hier direkt weiter. Habt ihr Bock? Seid ihr ready? Sehr schön. Sehr schön. Dann bitte ich Sie doch wohl jetzt auf die Bühne. Macht Lärm für Sonja Weißer, Hyun Wanna und Martin Schreier. Was? Ja. Soll ich dich kneifen? It's true. Es ist die Wahrheit. Es ist genau das. Hättest du damit gerechnet damals, als du beim Casting warst von Maxton Hall Staffel 1? Nein. Wie fühlt sich das gerade an für dich? Also ich weiß nicht, ob überhaupt ein Mensch das gerade verarbeiten könnte. Oh Gott, ich bin euphorisiert, ich bin total nervös, wie man vielleicht an meiner zitternden Hand erkennen kann. Gar nicht. Und ich freue mich ganz doll. Oh, ich glaube auch. Wir freuen uns alle ganz doll, oder? Ich habe vorhin auch schon mit ein paar Fans draußen gesprochen, die gesagt haben, oh Lydia, und ich will so gerne wissen, wie der Charakter weitergeht, was bei ihr passiert im Leben und so. Es ist so spannend. Also vor allem da gab es auch einen fetten Cliffhanger am Schluss. Also kannst du so ein bisschen sagen, wie es vielleicht so ein bisschen weitergeht oder irgendwas verraten oder müssen wir warten?
Also, Okay, danke. wir warten ja jetzt noch mal so eine halbe Stunde. Okay. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, wir haben ja an einem krassen Punkt aufgehört, Staffel Richtig. 1. Hat mir wehgetan im Herzen, sage ich dir ehrlich. Ja, mir auch. Ja. Und da knüpfen wir an. Also Lydia muss mit dem Verlust ihrer Mutter klarkommen und irgendwie diese Trauer verarbeiten. Und dazu kommen noch einige Konflikte, die ihr vielleicht kennt, die in der ersten Staffel schon angekündigt wurden, die wir jetzt auf jeden Fall vertiefen. Und worüber ich mich ganz doll freue, ich weiß nicht, wie es bei allen anderen aussieht, aber ich freue mich sehr auf die Freundschaft zwischen Ruby und Lydia. Oh ja. Da sind wir alle sehr gespannt, wie das weitergeht. Und apropos Freundschaft, auch Percy, der ist ja für James und für Lydia ja nicht nur ein Chauffeur, der ist mehr. Was bedeutet er für die beiden? Tja, das wollt ihr jetzt alle wissen, ne? Ja. Nein, man ist ja als Chauffeur, ist man ja eigentlich nur ein Angestellter. Aber man verbringt natürlich sehr viel intime Momente mit den Menschen, die man fährt. Und ich glaube, er ist in dem hektischen Leben von den beiden auch so ein bisschen so ein Ruhepol. Und vielleicht väterlicher Freund oder sowas? Ich bin auch sehr gespannt, wie es da weitergeht. Man hatte ja so schon so kleine Hints. Mal gucken, was Staffel 2 so bringt. Martin, du bist ja quasi als Regisseur so die kreative Vision hinter Maxton Hall. Was macht diese Serie so besonders? Warum hat die so einen Erfolg? Martin. Oder kannst du vielleicht auch ein paar Geheimnisse verraten vom Set? Das wäre auch toll. Also ich glaube, was wichtig war und was wir uns wirklich vorgenommen haben, ist, große Gefühle zu zeigen und also mutig zu sein und nicht davor zurückzuschrecken. Und man sieht, dass es die Menschen halt wirklich berührt hat. Und ich glaube, das ist ein großer Faktor, der dazu geführt hat. Und vor allen Dingen dieser wundervolle Cast und das ganze Team und alle Leute, die da ihr Herzblut reingesteckt haben, um euch wirklich zu erreichen, um euer Herz zu erreichen. Ich glaube, das ist wirklich ein Faktor, der dazu geführt hat, dass das funktioniert hat. Also danke auch ans Team, alle, die heute hier sind. Ihr seid alle ganz großartig. Danke. Und ich glaube, was auch ein ganz großer Faktor ist, sind natürlich die Fans, die alle geguckt haben. Oh ja. Denn auch einige von denen sind heute hier. Und wir wollen mal gucken, wenn wir mal so ein bisschen die Stimmung checken, wie das hier gerade hier so abläuft. Wie ist es denn? Habt ihr Bock auf Staffel 2? Wollt ihr die ersten beiden Folgen gleich sehen, ja? Wir wollen dem... Also wir haben ja ein Ritual am Maxton Hall Set. Ich weiß nicht, einige von euch kennen das vielleicht über Social Media. Das geht so, ich rufe Maxton, ihr ruft... Wollen wir das mal probieren? Wollen wir die hier mal zum Beben bringen, die Halle? Seid ihr dabei? Ja? Okay, also ihr unterstützt mich bitte, ja? Sonst stehe ich hier ganz alleine. Okay, und Maxton! Maxton Hall! Maxton Hall! Sehr schön, ihr seid toll, ihr seid die besten Fans, die man sich wünschen kann. Dankeschön. Sehr gut. Vielen Dank an euch drei. Das ist euer Applaus. Vielen Dank, Kyun, Sonja und Martin. Ihr könnt schon mal Fotos machen. Laura? Ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn du wieder mal zu mir kommen würdest. Soll ich zu dir auf die Bühne kommen? Allein, ehrlich Hast du gesagt. Bock? Ja, komm. Weißt du warum? Weil wir werden jetzt so langsam Richtung Finale steuern. Was heißt denn Finale, Und da brauche ich dich da hier. Wer fehlt denn noch auf der Bühne? Da fehlen ja noch 2 Menschen. Aber wer denn? Wer fehlt denn noch? Wer fehlt denn? Frag doch mal. Wer fehlt denn auf der Bühne? Harriet. Und wer noch? Damia. Korrekt. Ja, sehr gut. Richtig gut beantwortet. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Ich habe das Gefühl, die Halle ist auch schon gut aufgewärmt. Und die freuen sich sehr darauf, dass die beiden jetzt endlich hier auf die Bühne kommen. Oh, ist das aufregend. Ja, wie war's für dich da oben? Ist total schön, viele Treppen. Ich bin völlig fertig. Bist du auf deine Schritte gekommen heute? Bitte? Bist du auf deine Schritte gekommen? 80.000. Sehr gut. Das ist doch schon mal sehr löblich. Weil dann kannst du nämlich gleich in Ruhe dich in den Sitz so richtig reinfläzen. Weil ich das gleich gucke. 2 Folgen gucken. Und ich will das auch wissen, weil in der letzten Szene, da stand er ja am Fenster bei ihr. Was ist denn jetzt danach? Ich weiß, ich bin ausgerastet. Wo ist er hingegangen? Ich bin auch ausgerastet. Nee, ich stand da und dachte so, was mache ich denn jetzt? Wollt ihr es auch wissen? Wollt ihr endlich euer Lieblingspaar sehen?
Finde ich noch nicht laut genug. Tut mir leid, würde ich nicht rauskommen bei dem Applaus. Würde ich auch nicht machen. Geht das noch ein bisschen lauter? Noch mal ein bisschen lauter. Einmal, einer geht noch. Einer geht noch. Okay. Doch, das klingt gut. Damit können wir arbeiten. So, dann macht jetzt bitte noch mal einen Riesenlärm, denn hier ist euer wundervoller James Beaufort und eure wundervolle Ruby Bell. Hier sind Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten. Applaus! Wow, du hast dich umgezogen. Sieht so toll aus. Outfit Change. Ja. Ihr seht toll aus. Hi. Hi. Es ist so schön, euch zu sehen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wir können es alle kaum erwarten. Wie fühlt sich das an, jetzt hier zu sein und endlich die zweite Staffel zu präsentieren? Was macht es gerade mit euch? Ja. Ja, es ist sehr verrückt, hier zu sein. Und so viele Leute. Ich glaube, als wir die erste Staffel gedreht haben, wir hätten niemals gedacht, dass wir heute hier stehen werden. Damals im Corona-Zimmer. Als wir uns das erste Mal gesehen haben. Oh ja, stimmt. Was ist das Corona-Zimmer? Wie war das nochmal? Ich erinnere mich noch, aber vielleicht die anderen nicht. Wie war das damals, euer allererstes Aufeinandertreffen? Ich glaube, erstes Casting, ich bin reingekommen, ich habe Damian im Corona-Zimmer gesehen, mit Anzug angezogen. Ich dachte mir, wer ist das? Hat nicht Hallo gesagt. Und dann musste ich mit ihm casten. Ich war so, okay, er ist es. Ja, ich dachte mir, ein bisschen arrogant. Method. Ja, hat gepasst. Und dann das heißt, du fandst ihn nicht sofort sympathisch? Nee, das stimmt. Aber es hat ja funktioniert für die Rollen. Gott sei Dank. Voll gut, weil ich glaube, du gehst selber raus und denkst so, nee, Vibe war nicht so da. Und aber alle anderen dachten, doch, der Vibe war richtig toll da. Ja. Und ich glaube auch alle anderen, die diese Serie gesehen haben, die haben sofort gecheckt nach Sekunde 1, das ist ein richtig guter Cast. Die beiden, die passen so gut zusammen. Wie war es für euch, zurückzukehren ans Set? Es war unglaublich schön, einfach dann wieder da zu stehen, im Schloss Marienburg, wieder mit Kostüm, Parfüm vor dir. Und ich glaube, am ersten Tag, wir waren ja beide irgendwie auch gerade noch von der Promo von der ersten Staffel so heiß, wir sind da direkt reingegangen und war so eine Szene irgendwo in der Mitte der Staffel und war auch in der emotionalen Reise gar nicht so ganz klar, wo wir da sind. Und ich glaube, 5 Minuten später waren wir beide am Heulen. Und dann haben wir abends gehört, ja, die Szene müsst ihr nochmal machen, wir müssen das ohne Heulen machen. Das funktioniert nicht. Und da wussten wir, ja, Staffel 2 wird lustig. Und deswegen freuen wir uns, glaube ich, einfach so enorm, dass es jetzt endlich losgeht. Ich meine, ihr sitzt da schon die ganze Zeit. Ich möchte einfach, dass ihr es jetzt seht und dass wir danach darüber sprechen können, was das mit euch gemacht hat. Und da freue ich mich total drauf. Ja, und vor allem vorab haben auch noch ein paar Leute Fragen an euch. Unter anderem auch Fans, und zwar vom Broadcast Channel. Und da wollen einige wissen, ich mache ein bisschen Schnellfragefeuer. Ist das okay? Ja. Okay, ich habe nämlich hier ein paar Fanfragen gesammelt. Könnt ihr ein paar lustige Behind-the-Scenes-Anekdoten mit dem Fandom teilen? Liebe Grüße aus Spanien an dieser Stelle. Also machst du es bitte auf Spanisch. Ja, auf Spanisch bitte. Die Frage ist immer schwer. Nee, ich fand, welche Szene in Staffel 2 gibt es ja so eine sehr awkward Situation zwischen uns, wo halt James und Ruby gerade eine Distanz haben. Ich weiß auch nicht warum, jeder, der den Trailer gesehen hat, keine Ahnung. Sorry. Und dann machst du das Radio an und es kommt nur ein Liebessong-Banger nach dem anderen. Und es ist einfach nur sehr, immer wieder versucht, den Sender zu wechseln. Und auf jedem Sender kommt wieder ein Liebessong. Und die Szene seht ihr gleich und da freue ich mich sehr auf die Geräuschkulisse. Okay, wir haben auch eine zweite. Zweite Frage. Wie würdet ihr die zweite Staffel in 3 Worten beschreiben? Ja, ist schwer, aber ist Schnellfragerunde. Intensiv, dramatisch. Und hoffnungsvoll. Hoffnungsvoll. Spicy. Ich mache direkt weiter. Wenn ihr euren Charakter in Staffel 2 mit einem Song beschreiben müsstet, welcher wäre das? Super schwere Frage. Also ich liebe, und den hören wir gleich auch, Minimal von Charlie Cunningham. Den habe ich auch während des Drehs viel gehört und der hat es dann tatsächlich auch, danke an die Redaktion, auch reingeschafft. Ich glaube, ich habe in der ersten Staffel immer Where's My Love gehört, der auch in der ersten Staffel drin ist. Und wir hören gleich wieder was von Simmel, ne? Ja!
Ja. Sehr gut. Ich habe eine Frage. Wir haben eine T-Shirt-Kanone. Ja. Habt ihr die Nebelmaschine? Nein, ne? Harriet sagt seit einer Woche nichts anderes, als dass sie eine T-Shirt-Kanone als T-Shirt-Kanone. Dann kommst du mit mir nach vorne und machst es? Oh ja. Habt ihr Bock auf ein T-Shirt von Harriet? Hier, da, guck mal, da ist sie. Nimm sie mit. Wir müssen hier zu eurer Rechten. Rechten. Darunter? Ja, kriegst du es hin? Ja. Warte, ich helfe dir. Harriet? Ja? Die müsstest du nur mitnehmen. Die nehme ich. Sehr gut. Und wir bleiben einfach erstmal noch ein bisschen hier. Hättest Ja, du das- sicher hier. Und jetzt? Sicher. Hier kann uns nichts passieren dann. Wir gehen uns gar nichts zur passieren. Tribüne, damit wir beobachten Leute einfach, eine was da jetzt Chance hier so haben, weitergeht. die weit da oben sitzen, ein T-Shirt zu bekommen. Wie cool sieht das eigentlich aus? Komm. Okay. Wer hat Bock auf ein T-Shirt? Zu welcher Seite soll Harriet dann schießen? Also ich glaube, sie macht das ganz toll, Girl, oder? das musst du jetzt wissen. Oh oh. Was glaubst du, wie weit wird sie es schaffen? Wo willst du hin? Letzte Direkt Reihe, in die Mitte? Oder? Sollen wir in die Mitte? Wie gut kennt ihr euch nicht? Da auch? Überraschung. Überraschung. Naja, wie gesagt, Okay, warte. Ich leg mal kurz alles ab. Das heißt, ihr habt sehr viel Kontakt. Wir haben sehr viel über diese T-Shirt-Kanone geredet. Gut, endlich wird ihr Traum wahr. Harriet darf endlich diese T-Shirt-Kanone bedienen. Ist das kompliziert? Okay. Du musst die erst aufladen. Nein. Kriegt das hin. Aber man muss die wirklich aufladen. Also ich sag mal so, so wie Ruby James Ansagen macht, sie kann auf jeden Fall diese T-Shirt-Kanone bedienen. Ich bin mir ganz sicher. Okay. Los geht's! Auf die Plätze! Fertig! Go! Nein! So viel zu tun. Warum nicht? Ich weiß nicht! Diese T-Shirt-Kanone macht mich wirklich welk. Funktioniert nicht. Probier nochmal. Ah! Oh, nicht Applaus! Ich geb dir das. Du gibst mir das krass das aus ging doch mit dem ganz Kleid und dieser Waffe. Okay. Wir kommen wieder zu euch. Ja, kommt. Wir hätten da noch ein paar Fragen übrig. Lasst euch Zeit. Aber in der Zwischenzeit kann ich dir eine Frage stellen. Was ist dir wichtig? Jetzt vor allem so nach Staffel 2. Ne? Was sollen die Zuschauer und Zuschauerinnen mitnehmen aus dieser Serie? Ich finde das immer so ein bisschen belehrend, wenn ich jetzt Leuten sage, was sie mitnehmen. Aber so für dich, weißt Genau, ich du? kann sagen, was ich Ja, für dich, was hast du Ich glaube, mitgenommen? das Schöne ist wirklich, jemanden wie James Beaufort spielen zu dürfen, der so viele Layers hat und der auch sehr viel, vielleicht toxische Eigenschaften hier und da mal mitbringt. Ja, und, sag's ruhig. Ja, und dass der die Konsequenzen davon auch spürt und dass der auch lernt, dass Liebe auch heißt, erstmal an sich selbst zu arbeiten und dass man nicht alles auf eine andere Person projizieren kann. Das heißt, diese Bereitschaft für die Zukunft, Arbeit in sich selbst reinzustecken, die dann am Ende für die Beziehung gut ist, das finde ich eine unglaublich schöne Botschaft und da freue ich mich total, das in der zweiten Staffel mit den Leuten zu teilen. Es ist so schön, weil ich merke, du hast wirklich was mitgenommen aus dieser Serie, auch für dich. Es ist schon auf jeden Fall auch so, dass man... Und es waren so schöne Schlussworte. Es ist großartig. Oder wir wollen doch jetzt einfach auch mal gucken. Ja, wir müssen uns vom Livestream verabschieden. Wir müssen uns verabschieden. Damit wir das hier endlich gucken können. Das heißt, der Livestream muss jetzt auflegen und sieht es einfach nicht. Das ist Ab dem sehr 7. unbefriedigend. November. Ja, und darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Weil ich glaube, also wir haben euch auf jeden Fall heiß gemacht. Ich freue mich jetzt sehr, dass wir diese ersten beiden Folgen sehen können. Vielen Dank, dass ihr alle mit zugeguckt habt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr alle hier seid, dass ihr alle mit uns so viel Spaß gemacht habt. Und wir verabschieden uns. Wir verabschieden dass ihr uns dabei von wart. euch beiden. Wir verabschieden uns von euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ab dem 7. November auf Prime Video, Maxton Hall Staffel 2. Viel Spaß. Vielen Dank, viel Spaß. Dankeschön. Okay. Da glaube ich noch ein Foto machen. Ah ja. Okay. Ah ja. Oh.